Da sind wir, okay. Jedes Mal, wenn ich hier einschalte, ist kurzzeitig das Bild weg. Ganz, ganz komisch. Egal. Herzlich willkommen zurück zu Trails in the Sky. Und heute kann es durchaus sein, oder was heißt, es wird auf Biegen und Brechen jetzt heute das Finale kommen. Denn heute spielen wir das Ding endlich durch. Es hat schon viel zu lange gedauert, dass wir jetzt hier uns mit dem Ding aufgehalten haben. Und heute ist jetzt endlich Schluss mit lustig, quasi. Wir haben die Königin getroffen. Wir sind immer noch, Hallöle, ein gutes Gelingen für den 7-Stunden-Stream. Infernal Palace 2.0. Ich hoffe nicht. Ich habe auch schon mal nachgeschaut bei so Video-Let's Play-Sachen, so Playlists, wie lange es eigentlich noch so geht. Also ich habe jetzt nicht geschaut, was alles noch passiert, aber wie lange so ungefähr. Also wir dürften es eigentlich in relativ guter Zeit schaffen heute. Aber deswegen trotzdem, ich fange früher an, damit das alles ein bisschen, damit wir überziehen können ein bisschen, falls das notwendig ist. Hoffen wir aber mal nicht. Aber wenn doch, dann sei es drum. Es ist ja auch so in Ordnung, es ist ja Freitag. Daher passt das. Are you going home for the day, Miss Hilda? Yes, I believe so. Just be sure not to do Her Majesty any further discourtesy. That's not fair, but please relax. We are patriots to the core. That's good to hear. Now I believe that we shall be on our way. Pardon me. By your leave? And by the way, ladies. Huh? I don't think we ever got your names. May I ask them? Lena. My, isn't that a lovely name? It has a pleasant ring to it. Thank you very much. And how about you, miss? You may call me Karen. And I want to speak to the manager. Karen, you say? That's a pretty name. You're too kind, sir. I'm rather fond of it myself. Are you now? Oh right, we're with the Special Ops. My name is... I think that's just about enough. Die wollten ein bisschen versuchen zu flirten hier. I sense an ulterior motive at work. No, I mean, at least not from us. Die wollten flirten mit ziemlicher Sicherheit, ja. Please be safe on your way home. Oh, aren't you Mr. Popularity? It was like their eyes all changed when you told them your name. Hey, it was not. I didn't see you shying away from joining in the conversation. Sure, but that doesn't mean I wasn't nervous. I kind of lost all my confidence there. Eh? What's all the noise about? Oh Gott. Müssen wir jetzt mit dir reden. Oh, Duke Dunan. Ah, it's the lady of the court. Blah. Hey, you maids. You don't look familiar. These are two of the new hires, whom I'm instructing. This is Lena and that's Karen. They're still quite inexperienced, so I'm giving them some extra training time. Hmm? Did he recognize us? Not good. Given how many times we've run into him, it'd be bizarre if he didn't recognize us. Come on, Philip, enough with the staring. It's quite unusual to see coming from you, stiff upper lip and all. Please pardon my rudeness. You look much like my niece. My eyes were playing tricks on me, it seems. Natürlich ist der Butler der eine Kompetente im Hofe, natürlich. Na, die Maid ja auch, die Headmaid Hilda. Die wird's auch. Moment, aber... Okay. Ich hab wieder... Irgendwas ist hier gerade... Ich muss... Kleines Hintergrundwissen. Ich habe immer den Stream bei mir im Hintergrund laufen. Und auch habe ich hier immer meine Twitch-Statistiken. Immer... Ja, Bild und Ton... sehr schön. Was mich nur gerade gewundert hat einfach war... Wie gesagt, ich habe den... Stream normal im Hintergrund laufen auf der Webseite.
Und dann habe ich hier noch bei mir bei OBS, bei dem Programm, was streamt, dann immer noch die Twitch-Statistiken, um zu sehen, wie viele Leute gucken, wann ein Clip gemacht wird und so weiter und so fort, wie viele Follower da sind. Und eigentlich müsste da immer 2 Zuschauer stehen, ne? Du, Braller, und ich, der da noch das Laufen hat. Und immer, manchmal sagt er dann einfach mal, ein Zuschauer. Und dann denke ich mir, okay, ist irgendwas nicht in Ordnung, weil du bist da und ich bin da, aber irgendwie war da was nicht in Ordnung. Und das hat mich gerade immer wieder verwirrt. Eigentlich, ich muss es einfach mal laufen lassen und mir drauf scheißen, was das jetzt groß sagt. Und einfach jetzt mal loslegen hier. Gut, aber das ist nur der Grund, warum ich jetzt gerade hier so rumgewechselt habe und verwirrt war. I'm dreadfully sorry for the discourtesy. Ja, ich auch. Oh, it's no bother. Please, don't concern yourself. You know, now that I stop and look, I must say you both are quite lovely. You with the brown hair, you have a very healthy, clean look to you. As for you, I personally think you'd look best with that raven hair of yours even longer. I'm honored. Yeah, yes. Lena, was it not? You shall attend to me this evening. Your Grace. Ew. I don't want to serve him tea. I don't think tea is what he wants to serve. What he wants served. Your Grace, your flirtations, while flattering, are best saved for another time and place. All of the maids in the castle work directly in service to Her Majesty Queen Alicia. I trust you've not forgotten? I know, some folks simply can't appreciate a joke. Yeah, I was just kidding, bro. Genau. It's just a prank. The castle will be mine in a week's time anyway. We can set aside time for some fun then. In meiner Erfahrung, wenn man im Japanischen healthy sagt, ist es potenziell auch ein Hinweis auf Kurven, große Busen. Ah, okay. Your Grace, please, no more of this. I do not mind when you drink to excess, but you know how your libido gets in such instances. Too much information. Das will ich nicht wissen. Bitte. Das muss nicht sein gerade. I say this knowing full well that I am maybe reprimanded for it. But I said I was just joking. Enough, I'm going to bed. As you wish, Your Grace. Your room is right over there. Whoa. Alright, Lena. You just let me know if you have any problems, anything at all. I'll give you the best advice a future king can give. Thank you very much. Aren't you cute? Yes, good. Gott, König Dunen wird wahrscheinlich einen Bürgerkrieg mit all seinen Bastarden hervorrufen. Ich glaube, auch wenn jetzt seine Libido hier verrückt spielt, will niemand mit dem ins Bett steigen. I apologize unservedly for all the fuss. His Grace will likely remember nothing of this come the morning. Please, set your minds at ease. Das ist sehr gut, weil wir werden nie wieder hier in dieses Schloss erstmal zurückkommen für eine Weile. I should certainly hope so. I am truly sorry. Madame and young Mrs., I beg your pardon, but I must take my leave. Der tut mir so leid, der Typ, ne? Also der Dunen, wirklich, der hat den schlimmsten Job dem gesamten Setting von der Trails-Reihe. Ja, sagt Hilda gerade auch, ne? I feel so badly for him. He truly seems to bear the weight of the world on his shoulders. Oh, do you know Mr. Philip personally? Yes, ever since we were children. Though not nearly as well as we once did, thanks to the one he serves. I see. He sure seems like he's nervous all the time, doesn't he? I'll bet that everything between the Duke and the Colonel has him completely on edge. Probably, yeah. By the way, what was that you were saying earlier about being the popular one? The Duke certainly seemed awfully fond of you. Please. I'd like to keep my food in my stomach, thank you. Alright, back to before. I feel like I'm missing something. Why would the Duke want tea so late? Well, you see... Estelle? Allow me to elucidate the matter of tea and why gentlemen should never request it in polite company. Huh? Come closer. Okay. Now do you understand? Yes.
Hopeless. Completely hopeless. Die Unschuld in Person, die Estelle, nicht wahr? Thanks for everything. Both of you. If not for you, I don't know what we've done. Please, it was the least we could do in Her Majesty's service. I only ask that you complete the request she made of you. I feel the same way. I beg of you, do everything in your power to save the princess. Oh, are you one of her royal retainers? Yes, I regret that I rarely get the chance to serve her directly. She's so kind and open. She's always treated me more like a friend than a servant. The thought of her being held captive keeps me up at night. I understand. Well, you can rest easy now that we are on the job. We'll save her. Shall we be going? Nichts wie raus hier. Ach nee, wir sollen ja wieder zurück ins... Ja, zurück ins Bett, ne? What, might I inquire, are you doing at this late hour? Ach, Amalthea. Captain Amalthea. Hee. Good evening. I realize that you've been invited here, but don't you think it a bit late for you kids to be out walking around? Please pardon us. We've simply never been in a castle like this, and we couldn't resist the urge to take a look around. Oh, that's certainly understandable. So, where were you half an hour ago? Please enlighten me, if only for my own edification. Ja, okay. Das klingt mir so, als ob sie schon weiß, wo wir waren, ne? Administrative Room, ganz bestimmt nicht. Royal Guard Room, ganz bestimmt nicht. Im Keller auch nicht. In der Küche auch nicht. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt in dem Moment doch mal etwas ehrlich sind. Haha. I admire your honesty. So let's not waste time on games. I did in fact receive several reports of you going in and out of the maid quarters. Do you not think it a bit odd to be looking around in that particular place? Huh? You don't think that questioning someone like that when you already have the facts is a little cruel? I'll take that as a compliment. Yeah. Die hat ein bisschen... Die kriegt langsam so das Gefühl von Please step on me, mommy. Energie so ein bisschen. So what business have you in the maid quarters? I suggest you answer honestly. Well, Oh, Estelle, Joshua! You've been here the whole time? Zin to the rescue! Der wobbelt ein bisschen beim Laufen. Oh, now that's the stuff. You're drunk. Sorry. Hey, that and my favorite gorgeous officer lady. Nice, some luck that we met up again, eh? I suppose. So, what's going on? Are my students here causing any trouble? Students? No, it's just that they were in the maid quarters for a while. I merely wanted to know their business, simply as a security precaution. Yeah, I totally get you. I sent them off to find some munchies to go with my booze. Hey Joshua, you kids find anything to eat? No, the cooks aren't back yet, I guess. We went to ask the maid if there was any way we could get our hands on something, but no luck. Oh well, I guess I have to do without, I guess. Hey, I just had a great idea. You wanna come and join me for a drink? I mean, hey, nothing goes with drinks like a beautiful lady. I'm afraid I'm busy, so I have to decline your generous offer. My apologies for the misunderstanding, but I would advise you to return to your room and remain there for the rest of the night. I have to investigate any suspicious activity, you understand? Of course. It is late, we should probably just get to bed. Haha, very good then. Now if you'll excuse us. Oh, denied. Oh well, might as well just go back to the room. Right. We'll go with you. Looks like we managed to convince her at least. Huh? Zin, aren't you drunk?
I was acting drunk. I haven't had a single drop. No way, your face had gone all red. He focused on making his blood circulate better, which made it look like he was intoxicated. It's done with some kind of Eastern martial arts breathing exercise, right? Taught by Master Wim Hof? Oder was? I'm surprised you're familiar with it. But hey, you seem to be in a tight spot, so I figured I'd distract everyone. Nice, huh? Saved your bacon, as the saying goes. You're an evil, evil man, Zin. Okay, sure, you did help us out, but you also surprised the hell out of me. Sorry about that. So what's the story? What story? I would have thought it'd be obvious. The story of you meeting with the Queen. Der wusste die ganze Zeit schon, also, war doch irgendwo klar. Whoa, wait, what? How did you... Did Elnan tell you something about this? Actually, I couldn't get him to tell me anything. But now I know anyway, don't I? Er hat sie reingelegt. Er hat das einfach so in den Raum geschmissen und einfach auf die Reaktion gewartet. Without prior knowledge, there's no way you could have just guessed. So how much do you really know? I guess it's finally time to show you this. Zin produced a letter from his pocket and handed it to Estelle and Joshua. What's this? I know this handwriting. Well, don't just stand there, read it. It'll explain a lot. Lass mich raten, er ist einfach hierher geschickt worden wegen Cassius. Oder sowas. Cassius hat seine Hilfe irgendwie beantragt für die beiden oder so. Okay. Dear Zin Vathik, I hope this letter finds you well. I know I have been out of touch. I'm in a hurry, so I hope you'll pardon my bluntness. My work concerning the Jaegers is leading me into Imperial territory. However, due to the fact that unusual forces seem to be influencing matters inside LeBeau, I feel uneasy being absent for so long, as is Cassius. This is why I must ask a favor of you. Could I persuade you to come to LeBeau and help out if they need it? Since you haven't been to LeBeau before, perhaps you could think of it as a recreational trip. There is a martial arts competition before the Queen's birthday celebration, and foreigners can participate. It would make fine camouflage. I realize that this is sudden, but if you can do it, I would be most grateful. I'm intending to return to LeBeau before the festival, so hopefully we'll be able to have a drink together when I return. Cassius Bright. Er wusste die ganze Zeit Bescheid. Okay, das war aber auch irgendwo zu erwarten. Oder? Irgendwie war das auch ein bisschen klar. You may have the chance to meet my son and daughter. They're currently apprentices at the guild, so if you happen to meet them, feel free to test the extent of their training. Try not to bail them out too much, unless it seems like they really need it. So Dad actually asked you to come to LeBeau? Which means he's in Erebonian now. That's the long and short of it. The long and short of it, what it means is that you were in cahoots with him all along. That's kind of a nasty way to put it, don't you think? Ja, im Prinzip hieß es einfach nur, hilf meinen Kindern bitte ein bisschen. Das ist eigentlich das, was ein Vater machen sollte. Um mal ehrlich zu sein. I owed Master Cassius a favor from the time he spent in Calvin. This letter just gave me the chance to make us square again, I suppose. When did you realize that we were his kids? I had a feeling from the outset once I saw Estelle's techniques with the bow staff. I asked Kilika about it, and that confirmed it. It would have been nice if you had said something about it at all. Ja, jetzt sind sie quitt, nachdem sie ihm aus der Sache rausgehalten haben, obwohl er ihnen half. Ja, so ein bisschen, ne? We've been worried sick, wondering where Dad's been. Ich meine, sie haben ihn ja auch rausgehalten aus der ganzen Sache. Also warum... Wären sie mit ihm ehrlich gewesen, hätte er wahrscheinlich auch was gesagt, das stimmt. I know, and I'm sorry I haven't said anything, but I got the impression from the letter that he was trying to keep his whereabouts a secret. Still, you're definitely his kids, alright? If you can pull off a job as big as sneaking an audience with the Queen, I suppose so. He knows this much, it wouldn't hurt to tell him everything, right? I agree. Probably be best to fill Zin on everything. Das hat eine Weile gedauert, bis wir ihm einfach mal alles erzählen jetzt hier. It's about a bit far-fetched to say that we could put an end to this whole situation on our own after all. Speak directly with the Queen.
Express the Queen's request to safely rescue Princess Claudia. I see. I thought something seemed a little off when everyone was talking at the party. Alright then. I'll help you out with that little request. What, you will? Yep. I think this is the ideal opportunity to settle my debt with Master Cassius. Please let me help. We'd be glad to. Thank you once again. Ui. Wo sind wir denn jetzt hier? What is this place? Ja, frage ich auch gerade. I would never have imagined that something like this even existed. Ja, mysteriöse Musik, ne? Was ist denn hier los? Ach du meine Güte, das geht aber tief runter. Aha! It's larger than I expected. Lieutenant Lawrence, if you'd be so kind as to show us the way to the lowest level? Yes, sir. Ja, die Königin erwähnte etwas von einem Konstrukt der Grunts. Stimmt, das ist das, ja. Wow. That's some kind of mechanical monster? Well, well. So these must be Archaisms. Von denen haben wir schon häufig genug in Cold Steel gehört. Das ist quasi jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir die sehen. Wusch. Holy shit. He took out that thing in one stroke. Aha, you were the quickest to react. You are indeed truly a force to be reckoned with when you don't hold back. You flatter me, sir. Your quick draw technique as well was quite remarkable to behold. I can see that you've studied under the Divine Blade himself. I am humbled. Aha, I still have ways to go before I can truly humble anyone, I'm afraid. But time waits for no man. The skills I possess now will have to be enough. My strength will be meager, but I must forge this kingdom's future with my own two hands. My brave men, the way to the ultimate power is open. A bright new dawn approaches for our beloved Liberal. I expect only the best of each of you. By your order, sir. Bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Nur noch mal lauter bla bla einfach. Und dann erstmal ausruhen. I understand the situation. You've both performed admirably. I'm amazed that you were able to deliver the Professor's message to Her Majesty in person. Ja, das ist das falsche Spiel, genau. Ahahaha. We just got lucky is all. The real question is, how much longer is luck going to be on our side? Yes, we're really going to have to stay focused. If you understand that already, then there's nothing more I need to tell you. In any case, we can consider Professor Russell's request to be fulfilled. Please accept this as compensation for a job well done. Okay. 10 BP und plus 4 Punkte. Wenn wir in der Stealth-Sequenz nicht so komplett abgekackt hätten, dann hätten wir, glaube ich, 8 extra Punkte bekommen. Now then, Sinn! It was pure providence that Cassius invited you here. We need the help of an A-rank bracer like yourself. No need to even ask. Even if I didn't have a debt to repay to Cassius, I couldn't possibly stand by idly in a situation like this. I'm with you until the end. Yay! Ich mag Sinn. Der hätte eigentlich der Hauptcharakter sein sollen. Sag ich jetzt mal so. Also nee, das nicht, aber... Ganz ehrlich, so ein Charakter mit so einer Persönlichkeit könnte ich mir super auch als Protagonisten einfach für ein JRPG vorstellen. Ein Typ, der ein netter Kerl ist, der vielleicht noch ein paar Geheimnisse immer noch so verbirgt und einfach schlauer ist, als er angibt. So. Sowieso mag ich würde es mal persönlich einfach sehr viel vorzugen mal, wenn der Hauptcharakter eines JRPGs einfach mal äußerst schlau und intelligent ist einfach und Leute auch mal ein bisschen manipulieren kann potenziell. Das fände ich nämlich mal interessanter als immer nur dieselben Idioten-Hauptcharakter so. Oder intellektuell gesehen mittelmäßig. I knew we could count on you, Zin. By the way, what's this A-Rank business? It's rank that signifies a full-fledged bracer's full power. Estelle, du bist doch selber, willst du doch ein Bracer werden? Warum weißt du das nicht?
There are 7 ranks, ranking from G on the bottom up to A at the top. So he's the highest rank you can get? Wow, I never knew you were such a badass then. Well, I may be A rank, but I am still an underling, so to speak. There are 20 A rank bracers across the continent, but above that there's an informal S rank. Ein Schrank. That one's only granted to bracers who successfully resolve issues on a national scale. There are only 4 of those on the entire continent. I'm not sure I even want to think what they can do. You really don't know any of this stuff, do you? One of those 4 is Master Cassius. What? Okay, Joshua, you're not going to tell me you knew about this already, right? Right? Sorry, but yes, I did. He solved a major case for the Republic about 5 years ago. I swear, it's hardly worth even getting upset anymore. Royal Army Soldiers, Hidden Hero, Divine Blade, S-Rank Bracer. If he's really so damn awesome, then it sure would be nice if he'd come back and take care of this case. You may be right. If he were with us, perhaps this would never have escalated to the point where a coup d'etat was even possible. Joshua, what's wrong? Just thinking about how strange this is. This whole chain of events apparently started with Dad going off on his trip. Ja, du hast die Cassius Law verpasst. Ich bin gleich wieder da. Ich muss noch mal kurz wieder aufs Öhrchen. Bin sofort wieder da und dann klären wir das mit dem Law noch mal ganz fix auf. Bin sofort wieder da. Okay, sorry, wieder da. Die Lore einfach war jetzt gerade, es ging um die Ränge der Bracer. Dass es halt von Rang G bis A halt 8 Ränge gibt. Allerdings gibt es noch inoffiziell einen geheimen S-Rang. Und von diesem S-Rang gibt es nur 4 Bracer, die wohl momentan oder bisher diesen Rang überhaupt jemals erreicht haben. Und Cassius ist halt einer davon. Cassius ist einer der 4 ranghöchsten Bracer überhaupt. Weil er irgendwie ein riesiges Problem vor 5 Jahren in Calvert irgendwie behoben hat. Das ist so ziemlich das, was wir an Lore für Cassius jetzt eigentlich bekommen haben.
nichts weiter jetzt. Also so viel ist es nicht, aber nur, dass wir halt wissen, Cassius ist S-Rang, Sin hier ist ein A-Rang, also quasi der höchste, also höchste offizielle Rang, zweithöchste inoffizielle. Und soweit ich auch mal über die Lore über Sin gelesen habe, ist eigentlich auch nur der Papa Cassius ist aber sowas von übertoll. Als nächstes wird noch verraten, dass er insgeheim Jesus ist. Es ist ein bisschen viel, ne? Also die hauen da wirklich immer ein bisschen sehr viel raus, wie unglaublich kompetent er ist. Das Ding ist, Sin hier, unser Kumpel, ist auch nur nicht deswegen S-Rang, weil er einfach irgendwie, glaube, so wie ich das gelesen habe, die, wie sagt man, jetzt habe ich das Wort vergessen. Das Wort schon wieder. Promotion auf Englisch. Moment. Nicht Promotion. Nicht mein Doktor. Ja, also. Wie heißt denn das Wort nochmal? Moment, ich muss das jetzt ganz fix nachgucken, weil sonst werde ich wahnsinnig. Beförderung. Das war das Wort. Dankeschön. Oh, meine Güte. Da hing jetzt aber wirklich wer mir im Kopf das gerade fest. Das wollte gerade einfach nicht. Ja. Dass er halt einfach. Er ist nur deswegen noch A-Rang Bracer, weil er einfach die Beförderung abgelehnt hat zum S-Rang. So hieß es, glaube ich. Also eigentlich wäre er auch S-Rang. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ja, this whole chain of events apparently started with that going off on his trip. It's as if whoever planned the coup was waiting for him to be gone. At least it's just the impression I have. Die haben ihn aus dem Land rausgelockt. Meine Vermutung jetzt. Die haben versucht, Cassius aus dem Land zu bringen, damit der Coup einfach funktionieren kann. Oh. So what you're saying is that the coup was planned around his departure for the Empire? Am I correct? No, I'm sure that would be overthinking things, aber du hast damit wahrscheinlich genau recht. I can't think of anyone who could possibly manipulate that like that without him noticing he was being used. You'd have to know him and his behavior patterns exceptionally well to be able to pull it off. Wie zum Beispiel jemand wie Colonel Richard, der unter ihm gelernt hat? Well, yeah. I never knew what he was up to, even though he was so close. I don't think that Colonel Richard could have ever managed to pull the wool over his eyes. More likely, it's just that two major events happened to overlap with each other. Regardless of the circumstances, we cannot currently rely on Cassius to help. Therefore, I am resolved to prepare for the worst. I believe an emergency conference of the Grand Cell branch of the Bracer Guild is called for. Huh? All other things being equal, we have a request that comes directly from Her Majesty the Queen. The third article of the Bracer Code states that we shall never act in a fashion that interferes with the government. We cannot ignore Her Majesty's request, however, so we must act. But we are no match for the Royal Army as we are. I ask the cooperation of all Bracers in Grand Cell, including Zin, of course. Oh, okay. If we come in conflict with the Intelligence Division, we will need all the help we can get. Ideally, we should have the cooperation of other branches. But the check points have been completely sealed off as of today. Wahrscheinlich genau das zu vermeiden. Ostensibly to foil any potential terrorist activity. What? So basically, it amounts to martial law. Das ist alles so, diese großen Story-Events, die jetzt gerade uns erzählt werden. Und das alles mit dieser schönen Stadtmusik im Hintergrund und alle stehen so einfach nur rum. Da merkt man, wie alt das Spiel ist. Da merkt man das Alter dem Spiel an doch ein bisschen. So, the enemy is finally moving at full tilt. This may be to stifle any activity on the part of any Royal Guardsmen in hiding, as well as ourselves. If we're going to conduct a rescue operation,
We'll have to do it with the resources on hand. Oh, fun! But we're up to it. So do we have a solid idea of where the prisoners are being held? Yeah, it's been on my mind for a while now, actually. I believe the most likely place to be the Erbe Royal Villa. That's a building in the forest, right? It would make sense. If the soldiers are using it under the pretense of counterterrorism, few would question it. But I can't imagine they'd want to lock a lady of a royal family in a cell in Leyston Fortress. Considering it's the army we're going to be up against, I'd like a more solid confirmation, however. Ja, ich habe die Musik von Cold Steel 2 mir nochmal angehört. Ah, okay. Und es war deutlich ausgefeilter und ausgearbeiteter für diverse Situationen angemessen. Liegen ja auch irgendwie fast 10 Jahre dazwischen, ne? Oder wann kam Cold Steel 1 raus? Oder Cold Steel 2 in dem Fall? Ich glaube, das sind 10 Jahre. Ich glaube, 2013 kam Cold Steel 1 raus. If we assaulted the wrong place, we'd have hell to pay for it. Yes, precisely. But in either case, we must assemble any bracers currently in the royal city. Could I ask you to assemble them here for me? Any information that you could gather while doing so would be much appreciated. If I'm not mistaken, Estelle, you and your friends are acquainted with a reporter, correct? Oh, you mean Jarl? Yes, we should see if he's picked up anything significant. Also, we must attempt to enlist the aid of the guardsmen who are in hiding. If we can get them to contact me, it would be greatly appreciated. Da wüsste ich wen. So, in other words, we need to get in touch with Sister Julia. She helped us with the invitation before, so we should let her know what's going on. So, off to the cathedral then? There are 4 other bracers in the city. Kurt, Grant, Kana and Annalise. Nachgeschaut, ja, knapp 10 Jahre Unterschied. Trails in the Sky kam 2004 raus. Cold Steel 2 2014. Ja, sowas in der Reihe hatte ich auch gedacht. Check the bars and their usual hangouts. They may also be in the hotel. If you see them, please instruct them to come back here. Sure thing. Alright, then, off we go! Ja, es gibt keine weiteren Nebenquests mehr. Wir haben alle Nebenquests jetzt gemacht, die wir machen können. Also nicht alle, die wir machen können, aber wir haben alle gemacht. Mehr gibt es nicht mehr zu tun an Nebenzeug. Jetzt heißt es wirklich ausschließlich Story, Story, Story. The Ball News. Niall, wo bist du? Da ist Niall. This is weird, Chief. We haven't heard anything in 2 days. Well, he does tend to get completely wrapped up when he's looking for the next big story. But given how close we are to a state of martial law, I don't much like that he hasn't contacted us yet. Gibt es ungefähr 12 Trail-Spiele soweit? Es gibt genau 12 Trail-Spiele momentan. Hm? Oh, hi guys. Hello, Dorothy. Pardon us. Hey, it's the tournament champions. I'm the editor-in-chief of the Liberal News. Y'all and Dorothy have told me quite a bit about the two of you. Estelle and Joshua of the Bracer Guild, right? Good afternoon. It's a pleasure to meet you. I have always enjoyed your magazine. Aha, well, that's always good to hear. Weren't you two, doing something for Niall? Yes. That's what we were just talking about. Actually, Niall hasn't shown up here today or yesterday. No word from him or anything. Huh? Yesterday or today? We spoke with him in the evening 2 days ago. I'm the editor-in-chief. As you can tell by the lack of name and sprite, I don't actually matter. Ja, das war auch mein Gedanke so. Er hat kein Porträt, also werden wir ihn nie wiedersehen. Really? What do you mean, really? You gave us the message to meet him for Adios' sake. We came here to talk to him after the semifinals. Alright, now that you mention it. So did he say anything to you? Like where he was going? He went, no, Research. Nee, irgendjemand hat ihn angerufen, ne?
Right, I remember that happened. He got a call from someone, then he said he had to leave. Are you serious? Yes. We haven't seen hide or hair of him since. Oh no, I can't believe Niall's dead. What? Who said he was dead? Since today is when all the airliner traffic gets shut down. Everything was normal yesterday though. So maybe he went to another province? I already inquired with the landing port's passenger registry, and there's no sign of him. So I figured he has to still be somewhere in town. You two were the last ones to see this reporter fellow. Weren't you talking to him about something for a news article? Huh? These are the times we live in. Controlling the media is a big deal for the military. What do you think, Chief? I certainly can't argue with that, particularly in the case of the intelligence division. They monitor and censor everything we do. You wouldn't believe how frustrating it is. Which means that you can't get much information for your stories. But it's in a reporter's nature to want to get as much as possible into the hands of the readers. I see. So he went to check out a new subject the intelligence division hasn't started censoring yet. That was the last thing he told us about. What was the last thing he told us about? I think it was about... Was war das letzte, was uns erzählt hat? Julia und Kanones History? Nee. What the fuck? Das muss ich nachschauen, weil das ist einfach zu lange jetzt her, als dass ich mich daran erinnern könnte. Die Arranged Marriage war das, ne? Darum ging's doch. Yeah, and the Duke mentioned something about it at the dinner party. Oh, Niall told you about that too? It'd make hell of a story if it's true. He mentioned having to get some evidence. At any cost. How did a reporter like Niall even learn about something like that? Macht auch Sinn. In Japan gibt es auch nur eine Handvoll große Nachrichtenfirmen, bei denen bei jedem einem Regierungsberater zur Seite steht, der ihnen vorschreibt, was rauskommen kann in den News und was nicht. Ah, ja. Man vergisst es immer, ne? Japan kommt einem immer so vor wie so hoch entwickelt und kapitalistisch, aber nee. Nicht ganz. I'd have thought of that something like that would be known only to the royal family. Well, he did say he's friends with someone who works in the Erbe Royal Villa. Okay, nun wissen wir doch, wo er ist, eigentlich fast schon. Completely off the record, but the terrorists are supposedly after the princess. So she's perfectly secretly staying in the villa for her own safety. I knew it. Aha, and the veil has lifted. Maybe the person he was talking to was his friend in the villa. Which would mean that Niall's probably there too. You don't say. Well, if I know Niall, he probably tried to worm his way in for an interview with the princess. And if the soldiers saw him, they'd have arrested him on the spot. No, Niall's a goner. Why do you keep coming back to that? But if he has been arrested, getting him out isn't going to be easy. Aber wir wollen doch sowieso hin. Yeah. I'm betting that he and Princess Claudia are pretty much in the same situation. What exactly do you people know? Do you have inside information about what's going on in the city in all of Le Beurre? Sorry, but we really can't talk about it. Just let the Bracer Guild take care of Niall. Wir kümmern uns um ihn. Bringen ihn irgendwie in... Wir lassen es wie ein Unfall aussehen. If he has been arrested, we'll see to it that he's released. Into the river with cement shoes. Alright. Please do whatever you can. Please, you guys, you gotta bring Niall back. Leave it to us.
Okay, also mit Lineal wird nix. Auf den können wir uns nicht verlassen. War aber auch irgendwie zu erwarten. Schwester Noah. Was für ein schlimmer Unfall. Er fiel die Treppe runter direkt ins Messerkabinett. Ja, so ungefähr. Ganz, ganz tragisch. Okay, wo ist jetzt Schwester Julia? Are you looking for Sister Ellen, perchance? Ellen eher, ja. I believe the Archbishop should know her whereabouts. He should be in the sacramental chamber to the southeast of this room. Aha. Hier drin? Ah, okay, hier drin. Hallo. And who might you be? We are members of the Bracers, the Bracer Guild. I mean, we were looking for a Sister Ellen. Were you now? Might I guess that you share complicity with her then? With a nun? Ew, no. He's asking if we know her real identity, Estelle. We're here with the information she asked us to find. I'm sorry to say that she's no longer at the cathedral. She came to say goodbye to me this morning and left. Where to? I mean, do you know where she might have gone? If only I did. I've been close with the royal family for many years, and she's always regarded me as a friend and confidant. But this time she refused to give me any details. She no doubt wished to keep the church from getting too deeply involved in whatever is occurring. I see. I wouldn't worry though. She had the light of hope in her eyes as she departed. I'm confident she was not running away to wallow in despair, but for a more noble cause. Well, that's good at least. But the thing is, we kind of need her to stay in touch with the Royal Guardsmen. Well, begging for rain in the desert only gets you sand. Schöner Spruch. We should probably go. The best thing we can do is covertly keep an eye out for other Royal Guardsmen. Not the most efficient plan, but that seems to be all we've got. You seem to be between a rock and a hard place, as they say. Always remember that Adios helps those who help themselves. Do all that you can, and Adios will surely take care of the rest. Hard and honest work will always lead you down the right path. Ah, ja, ja. Kirchengebrabbel. Bleh. Bleib du weg von Kindern! Okay, jetzt. Dann bringt uns das jetzt momentan einfach auch relativ wenig. Also, müssen wir die anderen Bracer jetzt halt suchen, ne? Gucken wir mal, ob sie nicht vielleicht hier in der Sunnybell Inn sind, vielleicht? Hey, it's Grant. Hello, Grant. Well, if it isn't the big bad champions. I hear you guys spent the night at the castle. Frankly, I'm surprised to see you back so early. Did you do anything good? Yeah, we did, but that's not what we're talking about. What we're here to talk about. Something on your mind? Holy crap, you're not pulling my leg, are you? We are not. Every word is true. I'd stake my reputation on it. If Cindy Immovable is moved by this, it's all the proof I need. I'll do whatever I can to help. You can count on it. Thanks, Grant. We'll all be meeting at the guild house to plan out strategy as soon as possible. So if you please head over there when you can. Understood. Go well, friends. I'll catch up with you there. Okay, also wir haben Grant schon mal gefunden. War aber auch irgendwie wenig verwunderlich, dass hier jetzt einer hier in der Sunnybell Inn ist. Im Waffenladen vielleicht jemand? Hier oben? Ah, hallo Kana. Hey, hat schon mal was gebracht. Hi Kana.
Hey, look who it is. Oh, you've got Old Man Zinn. Old Man Zinn ist auch sehr schön. Uthi, what's going on? Well, it's a long story. Ooh, it sounds serious. You're not pulling my leg, are you? I must admit, I find it a bit odd that all the gates and ports have been shut down. Ich muss mich mal ein bisschen besser hinsetzen hier. So. Ah, besser. Wie findet ihr übrigens mein neues Regal hier im Hintergrund? Es kam heute an. Ist noch nicht voll. Da kommen jetzt alle möglichen Gunpla-Sachen rein. Damit der Hintergrund auch ein bisschen schöner aussieht und ich was zum Hinstellen habe hier. Die ganzen Modelle standen bei mir sonst hier in den Bücherregalen voll und das war nicht so optimal. Man sieht es nicht so perfekt jetzt gerade jetzt so im Hintergrund, aber es sieht trotzdem. Ja, es geht. Kann man eigentlich machen so. Okay. So, what did you want with me exactly? Well, we need to get everyone together and formulate a plan. Sehr schön, ein nettes Auffüllen der weißen Wand. Das war auch eigentlich bisweilen der Sinn. Dass es nicht so weiß einfach im Hintergrund ist. So. Ich werde auch mal gucken, dass ich vielleicht eine Beleuchtung finde dafür. Ich kann mal zeigen, wie das im Großen und Ganzen aussieht. So sieht das komplette Ding aus. Also, es ist noch alles sehr leer. Aber das soll sich mit der Zeit einfach füllen. Und da oben ist noch mein Arcade-Stick, den man noch da sieht. Den habe ich da einfach auch oben hingestellt, weil er sich da ganz gut macht gerade. Da ist er nicht im Weg. Hast gerade einen Niesanfall. Oh je. Gesundheit. Dann entsprechend. Und der Tomberry-Plüsch ist natürlich, der muss immer da sein. Der ist immer dabei. Hier, da kann ich auch gleich mal was zeigen. Stimmt, das habe ich ja ganz... Ist das hier bei der Fullcam mit dabei? Nee, ist nicht mal dabei. Aber hier, ich habe mir was nämlich rausgesucht, was von einem anderen Streamer geklaut ist, mehr oder minder. Muss ich dabei zugeben. Wenn ich irgendwas mal auf dem Bildschirm zeigen muss, habe ich mir jetzt hier was eingefügt. Und zwar, guck mal über mir jetzt hier. Upp. Guck mal. Habe ich einen Fingerzeiger, da kann ich hier auf Kana zeigen. Hallo. Pok, 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 pok. Oder auf mich, ich kann Nase bohren. Und dann hier auch mal auf den Thumbnail zeigen. So. Hallo, da ist er. Wenn ich irgendwann mal das brauche, um was am Bildschirm irgendwie anzuzeigen, weil das macht sich dann wesentlich einfacher, um noch was zu zeigen. Aber der kann jetzt erstmal wieder weg. Das wird sich bestimmt irgendwann mal als nützlich erweisen. Das ist Final Fantasy Händchen aus den Final Fantasy Menüs. Von so Final Fantasy 7, 8 und 9. So, if you would please meet us at the guild. Gotcha. I'm already there. Already there. Hey, guck mal, da ist Agets Schwert hier einfach aufgebahrt. Und ein Stab. Und ein paar Bitmap-Pixel-Schwerter. Süß. Okay, wo könnte jetzt der Rest sein? Annalise? Vielleicht in der Orbment? In der Orbe Factory? Nee? Weiter oben? Wer bist denn du eigentlich? It's important to listen to one's customers. I mean, they pay the bills, you know. I've always felt that if a customer needs help after hours, I mean really needs help, then I'll gladly stay late and do what I can. Gotta make sure Zacharias signs off on it, though. Okay. Was auch immer das zu bedeuten hat. Also hier ist niemand. Komm, geh runter. So. Nee. In der Orbital Factory hätten sie ja sein können, ne? Aber ist leider nicht. Im Coffeeshop? Yeah. Der Typ hat kein gutes Leben, wenn er sich so für seine Kunden aufopfert. Die ihm das wahrscheinlich noch nicht mal danken. Weil Kundschaft ist immer so richtig scheiße meistens. Nana. Und Phoebe. Ich habe immer den Namen, nie als Kind habe ich den immer mal gelesen. Phoebe. Und habe mich dann gefragt, wer nennt denn sein Kind Phoebe?
Bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass das anders ausgesprochen wird einfach. Also hier ist es auch nicht. Im Hotel vielleicht noch jemand? Nee. Ich habe die seltsame Angewohnheit, den Namen Justin zu sehen und es als Mädchennamen zu lesen. Was mit Grandia 2 schon für erste Verwirrungen sorgte. Justin als Mädchenname? Keine Ahnung, wo du das dann aber herhaben müsstest. Also, nirgendwo ist Justin irgendwo ein Mädchenname. Oder doch? Oh, da ist Kurt. I wish I could remember that time a little better. Ich hab's erwähnt, Kurt hat Amnesie wegen irgendwas. Da musstest du auch mal wieder was trinken holen. Als du das verpasst hast. Aber ja, Kurt hat Amnesie, nach wie vor. It's like there is a big, thick fog blanketing the whole thing. Oh, hi, Kurt. It's good to see you here. Hi, Estelle. Hi, Joshua. Oh, Zin's with you too? Did you know that we were going to that dinner party at the castle yesterday? Didn't you know? That was when these two rookies took on a pretty major assignment. Ich lese Justin mit einem langen Innen. Also Justine. Ah, okay. Nee, Justine ist ja dann mit einem E noch am Ende. Was nicht die richtige Leseart ist, aber mein Gehirn ist so verkabelt. Nee, es gibt Justin und Justine. Justine ist dann einfach eben mit einem E noch am Ende. Dann ist es ein Frauenname. What major assignment? I think it's best if we tell you more or less the whole story. You serious? Of course we are. That's why we really need your help. No, that's not it. I admit I'm shocked that Her Majesty requested of you, but the black ornaments that the Colonel has, it's real? Kurt? What's wrong? You look awfully pale. Oh, sie erzählen Kurt sofort alles, aber ließen Sin so lange im Trocknen? Naja, das Ding ist ja, sie wollten ja am Anfang nicht, dass die Leute damit reingezogen werden, aber jetzt ist es einfach zu wichtig, als dass sie das jetzt vor den Leuten irgendwie geheim halten sollten. Und es hieß ja schon, dass einfach alle Bracer zusammenkommen sollen. Das war ja auf Befehl jetzt quasi, Befehl von Elnern, dass sie eben dann einfach wirklich alles erzählen und dann, dass die Leute halt eben Bescheid wissen. Aber jetzt wird's interessant. Kurt hat Amnesie und jetzt könnte es durchaus sein, dass er sich daran vielleicht sogar ein bisschen erinnert. Dass jetzt was kommt, dass er sich daran erinnert. Whoa! What in the world? Step away from him. Huh? Ha? Was machst du denn da? Lift! What was that? You didn't even touch him and he acted like he was electrocuted. It's a special spirit channeling breathing technique. It allows the user to directly affect the target's body without direct physical contact. Kurt etwa Lawrence in Verkleidung. Das wäre verwunderlich. I don't normally like to be so rough, but time isn't exactly on our side. How are you feeling? Oh, wow, actually a lot better. I can't remember every detail, but a good bit of it is coming back. I'm a little unsteady from the shock, but I think I'll be alright. So what do you remember? Didn't I say so before? There was an accident around 3 months ago. Das, was wir beim letzten Mal hatten. You lost your memories while you were working, right? Yes. Someone had asked me to check up on those men in the black outfits. And then I took something suspicious from them. It was the Black Ornament. Von ihm kam das. So the person who gave you the assignment... Yes, it was your father Cassius. Frage einfach, weil es doch sehr deutlich ist, dass um Lawrence ein Mysterium besteht. Ja, also ich meine, ich kann es sagen, ich weiß das Mysterium jetzt um Lawrence schon. Aber das verrate ich nicht, aber es ist nicht Kurt. Kurt ist nicht Lawrence, das kann ich schon mal so sagen. Kurt ist Kurt.
I wasted no time in packaging it up and sending it to him. But that's really as far back as I can remember. So, the K on the package was you? Yes. I think I also remember there being a note that said you have to have Professor Russell analyze it. I get it, the package was delivered to you too. Do you remember anything after that? Anything that happened after you sent off the package? Yes, after I left the port, someone called out to me. And then... It's not good. It's all still one big blur. You're probably best off not pressing your luck. It's likely you to just cause strain that you can't handle yet. Yes, alright. I'm really just amazed that I was able to remember anything at all. Which brings us to a bigger question. Who would have done this? Maybe those special ops guys? It's possible. Will andauernd Kurt als Kurt Wagner ansprechen. Ach, Kurt Wagner, ja. Und wunderte mich, woher der Name mir so bekannt vorkommt. Das ist Nightcrawler, ja. Ich wollte gerade sagen, Kurt Wagner ist Nightcrawler. Von X-Men. Did they use that nasty poison on Agate? They did use that nasty poison on Agate after all. It's as if they are manufacturing and testing new drugs. Maybe they've made something to cause memory loss? Now there's a cheerful thought. Plus there's the Sky Bandits boss and Mayor Delmore to consider. Ja, hier gibt es immer irgendwie was mit Amnesie und Gedankenkontrolle. Das hat sich die ganze Zeit schon durch das gesamte Spiel gezogen. We have to be really careful. I'm sorry, I don't have anything really useful to tell you. I know what Her Majesty asked you to do. I want to help if you'll let me. But are you sure you'll be okay? Sure, my memory may be like a sieve, but physically I'm fine. I owe you for your help, so please, allow me to make it up to you. If you're feeling up to it, sure. We need to work out a strategy for now. Let's meet back at the guild. Alright, you have my thanks. Das war jetzt natürlich mit einem Mal doch äußerst interessant. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass jetzt kurz Amnesie damit zu tun hatte. Wie sich auf einmal wieder alles zusammenfügt. Vielleicht gucken wir nochmal in die Orbital Factory. Vielleicht ist Anneliese ja doch da. Es kann ja sein, dass sie jetzt erst spawnt oder so. Aber ich glaube fast nicht, ne? Nee. Hätte ja sein können. Wo ist Anneliese jetzt? Ist die Frage. In der Arena vielleicht nochmal? Oder bei der Arena? Im Department Store vielleicht. Warum ist... Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum ist hier niemand? Ah, da ist er sogar tatsächlich. Guck mal einer an. Oh, if it isn't Zin and the new recruits. Dass er nicht Estelles Rolle bekommen hat. Ja, er ärgert sich. Back from the castle already? Well, yeah, I guess we are. Anneliese, could we have a moment of your time? You hear something juicy you're looking to share with me? Well, if by juicy you mean spit your juice all over in shock, then yeah. It's a real juice bomb. Ooh, you have my undivided attention. Should we be talking about this here, or should I be sitting down for it? Wäre vielleicht besser, wenn du dich hinsetzt. Huh? Just to make it absolutely clear, this isn't a joke. Things could get serious in a big hurry, and if they do, we'll need your help. Let's see. Sorry, my head's just a little scrambled from just how screwed up this whole situation is. I don't really get all of this, but you might want everyone to meet at the guild house, right? Right, Elnan will fill you in on all the details. Okay, then I'll go and see what's up. Okay. Dann haben wir tatsächlich jetzt schon alle gefunden. Das war einfacher, als ich dachte. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt noch ewig hier dran sitzen, um die suchen zu müssen. Weil so läuft das bei mir meistens. Aber, allem Anschein nach jetzt hier,
Leave this. Talk! The other braces are already assembled. Have you heard from the Royal Guardsman or the reporter? Sorry, sir, no contact. But we believe we've gathered the intelligence we need. I see. We can conclude with fair certainty then that Princess Claudia is inside the villa. It's unfortunate that you were unable to make contact with the Royal Guardsmen, but at least we now know we haven't been captured. They haven't been captured. Shall we get started then? Yes. We need to start working out the details of the rescue operation. Are we all up to date on the pertinent details of the Intelligence Division's planned coup d'etat then? Given this information, we should consider ourselves under contractual obligation to Queen Alicia. I can barely believe what I'm hearing. I'm ashamed of myself for not noticing something was amiss sooner. I was suspicious of these special ops troops from the very beginning. But I really trusted Colonel Richard. And he was behind the Sky Bandits and Major Delmore. We got completely snowed. And we can't let them get away with it, that's for sure. Can you all be counted on to cooperate in this assignment? Damn straight. Just lead the way. I owe the guys some black eyes. Rhyme unattended. Unattended. Count me in for sure. This is gonna be good. We've got strong allies. We'll prevail without a doubt. Now let me explain the details of this mission. We have to move fast, as there are lives at stake here. It's not the most elegant approach, but I believe taking control of the villa through a frontal assault is our best option. We don't have time to try and find some route to infiltrate, so I guess that's the only option we got. How will we be divided? We will split into two groups, a decoy team and a rescue team. The decoy team will draw the attention of the main forces, while the rescue team makes its way into the villa. Remember though, we're dealing with the Intelligence Division's special ops here. If I may, I'd like to suggest we also add an ambush team to aid the decoy team. And a second decoy team to assess the rescue team. Man, we're really teaming with teams here. But why do we need those? The ambush team would lie in wait until the decoy team draws out the enemy forces, and then both teams could attack at once. Meanwhile, the second decoy team would attempt to break the enemy's ranks, allowing the rescue team to enter the villa more easily. Ah, yeah, I guess that's a good point. Evens the odds a little bit. But do we have enough members to spread among 4 squads? No, we don't. We've contacted other guild branches, but with the airships grounded, we're pretty much on our own. Oh, crap. If only we had Shara and Agate. Und wer läuft jetzt gleich die Treppe hoch? 3, 2, 1. However, I agree with Zin that trying to carry out this operation with only 2 squads is risky. We may need to re-examine this strategy. If numbers are all you lack, maybe we can be of assistance. Okay, das habe ich jetzt doch nicht erwartet. Hey! Lieutenant Schwartz! Well, no, if it isn't system military. It's a pleasure to meet you all. I am Royal Guardsman Subcommander Lieutenant Julius Schwartz. The Royal Guardsmen are here at your disposal for this operation. Oh, nice. Dramatischer Auftritt. Understood. Your participation will be most invaluable. I count 9 soldiers in your squad, including yourself. My remaining troops are incognito, stationed all throughout the city. I can assemble them within the hour. That's great, but Lieutenant Schwartz, how did you know we were going to try and save the hostages? Zeit, das Königreich einzunehmen. Ja, wir machen den Coup d'etat jetzt. We tried to find out the cathedral and tell you, but you had already disappeared. Did you? My apologies. All I knew was that you had accepted the Queen's mission. I found out last night. Last night? We only just met with the Queen last night ourselves. Yes, I'm aware of that. We have sources for military intelligence of this sort. All that matters now is that Her Highness gave us the order to assist, and we are happy to do it. Sources? I want sources. Can I share some of yours?
I don't... Let's leave it at a no, Estelle. More importantly, the guardsman assistance will give you the extra forces we need to fill the ambush and support teams. Indeed, with this additional manpower, I believe our chances of success have increased exponentially. And with extra manpower secured, we should start deciding on the teams immediately. Wahrscheinlich wird es die Headmaid Hilda gewesen sein. Ja, das kann durchaus sein. Roger that. You need 2 decoy teams, right? I believe 5 of my troops should be sufficient for one of them. Yeah, I'd say those Royal Guard uniforms should definitely catch their attention. My thoughts exactly. We'll target the Intelligence Division aerial squadron stationed just on the outskirts of the Arba scenic route. Wait a sec. Aerial squadron? You don't mean... I'm afraid she does. It's on the scenic road's outskirts. Now that you mention it, there is a stretch of land out there that's been completely blockaded. According to my intelligence, there is only a skeleton crew of guards stationed there. If we attack, they will have no alternatives but to call the villa for reinforcements. Oh, I get it. That's some good decoying right there. Some good decoying right there. And then when the reinforcements show up, the ambush team pops in and takes them all out, right? We should form that ambush team then. I knew all these years of hunting down monsters in the bushes paid off one day. And we've got a gunner too. We'll be able to handle this no problem. Alright, 2 teams locked down. Now the rescue and decoy too. I think the second decoy team should also be comprised of my Royal Guardsmen. The special ops will definitely drop their guards more readily to apprehend them. So that leaves us. For the rescue team. All of the other teams will be acting to provide cover for us. Ours will be the most important assignment on the field by far. This is no game. Bist du dir da sicher? You're playing an actual role in a game. In a crucial turning point for our history. Make sure you're up to the task. Sheesh, no pressure. There's no need to worry. We will persevere. History favors the just. Besides, the guys at the Grand Slam Martial Arts Competition... You guys are the Grand Slam Martial Arts Competition champions. And we'll be the ones keeping the majority of the enemy forces busy. Hopefully, all you need to worry about are the hostages. Die müssen wir dann schnell getötet haben. Stimmt. Julia, Elnan, Sin... We, Estelle. The word you're looking for is we. We can do this, and we will. You're right. You are so right. We're gonna kick some special ops, special asses. That's the spirit. And that's the plan. The operation will begin at nightfall. We'll use the dark for cover. Once the operation begins, you won't have any opportunity to return to the city. So if you still have loose ends to tie up, speak now or forever hold your peace. Man, this is getting pretty real. I will ensure that Her Highness is made aware of the plan. Alright, everyone. Tonight, here. Got it. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt noch groß was gibt, was wir als Vorbereitung machen können. Höchstens nochmal wieder rumrennen wie bekloppt, um CP aufzufüllen, aber darauf habe ich ja mal so gar keinen Bock. Neue Waffen oder sowas gibt es auch nicht. Als Info vielleicht. Ich habe ja immer mal hier ein paar Bücher gesammelt. Hier die, was war das hier? Garnelia Chapter 1 und Garnelia Chapter 2. Diese beiden Sachen. Es gibt diese Buchreihe, die man sammeln kann. Das geht, glaube ich, bis Kapitel 12. Oder so ähnlich. Ich glaube, es ist Kapitel 12. Oder Kapitel 13. Eins von beiden. Auf jeden Fall, wenn man alle 13 Kapitel hat, kann man in den Coffeeshop gehen und sich dort die stärkste Waffe für entweder Joshua oder Estelle bekommen. Also die stärkste Waffe, die man nirgendwo sonst bekommen würde im Spiel. Also wenn man diese kleine Sidequest, Sammel-Sidequest mit den Büchern macht, bekommt man die beste Waffe für einen Charakter. Habe ich aber nicht, ist nicht so wirklich notwendig, denke ich mal. Jetzt schaue ich nochmal was.
schon sehr cool, wie die Bracer sich zusammen und vorbereitet und planen. Halb den kommenden Schritt zum Ende ab. Ja, definitiv. Wie viel CP heilt eigentlich das Tomatensandwich? Heilt 40 CP. Ach du meine Güte. Das ist eigentlich ordentlich. Und heilt eigentlich auch nur 100 HP, das braucht keine Sau. Aber die 40 CP Heilung? Moment, was brauche ich jetzt an Zutaten? Jetzt bin ich doch mal wieder am gucken. Weil das könnte mir sich doch jetzt als sehr hilfreich. Tomaten und Geflügel. Okay. Vielleicht findet sich das ja nochmal irgendwie. Ich bezweifle es, besonders das Geflügel. Aber Tomaten könnten sich ja noch finden hier. Ich meine, jetzt sind wir eh am Ende des Spiels. Für was soll man sonst noch groß jetzt hier Geld ausgeben, ne? Crisp Onion, Carrot, Olivenöl. Nee. Charakter mag das Essen. Es gibt dann später das System, wo ein Charakter das Essen besser kochen kann, wo sie einfach mehr Talent im Kochen für dieses spezielle Essen haben. Das gibt es noch, aber dass es jetzt Charaktere gibt, die ein Essen besonders mögen, glaube ich, gibt es nicht. Das ist dann, glaube ich, eher was von Tales. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwann mal hier noch in der Trails-Reihe irgendwie mal kommt, dass einer ein Lieblingsessen dann auch wirklich hat. Und dann einen größeren Effekt hat, aber das ist, glaube ich, bisher in der Trails-Reihe nicht vorgekommen, nee. Nee, hier gibt es nichts. Ich guck nochmal in dem Coffeeshop. Nee, Quatsch. War doch hier oben, ne? Aber hier gibt es, glaube ich, nur Espresso und Vegetable Sandwich, ja. Mhm. Ja, ich glaube, das wird Tales gewesen sein. Es könnte auch glatt Final Fantasy 15 gewesen sein. Aber das weiß ich jetzt gar nicht, echt nicht mehr. Das ist... So ein Kochensystem ist generell so... was selten eigentlich wirklich von mir genutzt wird. Außer jetzt hier, wo man ja wirklich merkt, ach du meine Güte, hier ist ja wirklich einiges an... Okay, wir machen mal noch ein Sandwich. Tomaten. Wo bekommt man jetzt hier in dieser Welt Tomaten? Es kann doch nicht so schwer sein, hier Tomaten zu bekommen. Na, was soll's. Legen wir los. Talk. Ah, you're here. Good. Once the operation begins, you won't have any opportunity to return to the city. So, if you still have loose ends to tie up, speak now or forever hold your peace. We're ready. Understood. Let's review the operation. 7 von 10. Ist ganz in Ordnung. So, are we going to meet back here? Well, this is the Amber Monument Rest Area, so this should be the place. The only real issue is whether or not Lieutenant Schwartz and her men can get here undetected. No need to worry about that. Oh, da sind sie ja schon. Wow, when did you get here?
Aha, nice work staying hidden in Gransil. We have quite a few sympathizers among the citizens. We finished our preparations. We can begin whenever you're ready. Alright. We're waiting on your order, Estelle. Huh? My order? You were the one who originally received Her Majesty's request. So we're waiting on your command before we begin. But I'm just a rookie. That really doesn't matter. I don't think we'll have a problem. Just do it without shouting, okay? We'll be here to help. We have no objections. I have a little faith in yourself. Don't worry about the trivial details. Just deal with things as they come. Right. Okay then, here goes. Everyone, let's get those hostages rescued. Ach, das war eine inspirierende Rede. Ach du meine Güte, das habe ich tief gefühlt gerade. I'm so freaking hungry. Isn't it time to change shifts yet? Come on, stay focused. There's no telling when the Royal Guardsmen might finally show themselves. There weren't more than 10 escapees. If the Colonel really put his mind to it, we could hunt a lot of them down in no time. If you think it's so easy, then go ahead and try. What? Lieutenant Schwartz! Listen up. We have word from the ID ship. We apparently have a lock on the Royal Guardsmen. If we get there quickly, this will be our chance to wipe them out. Roger. Willemsen. That settles that. Ach, du meinst, ach, du Scheiße. Idiots. The airship's locked down. We'll never be able to use it. If you'd just done as the Colonel said, we would have spared your lives. But now you're going to die. And you've only got your own stubbornness to blame. Take this! Nixus! Braces! You can't be serious. We're not actually going to try and standing against the Royal Army. Sorry to disappoint you, but we're already been marked criminals. By orders of the Queen, you will let us pass. The ambush party's on the move. We'll go ahead and lure the remaining forces into the front gardens. You can break into the villa while they're distracted. Sounds good? Edios be with all of you. Whee! Auf in den Tod. Ja, so kann man es fast sagen. Aber sie schallen dann doch passen. Würde ich mal da vermuten. We can't miss a chance to get in. Ja, da wollte ich doch hin. Ist das nicht der richtige Weg? Oder muss ich in die andere Richtung? Okay, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Welche Überraschung. Das kennt man von mir ja gar nicht. Ich dachte, ich muss hier einfach drumherum laufen. Warum soll ich hier direkt rein? Warum habt ihr mich denn hier einfach vorne stehen lassen? What the fuck? Schöner Stock-Soundeffekt auch gerade eben. Die große... das schneide ich dann später raus. Alright. Looks like they went for it. Now's our chance to sneak in. Okay, roger that. So this is Erbe Royal Villa. It's gorgeous. Certainly gives the castle a run for its mirror. Well, it is a royal family residence. Oops, looks like the welcoming committee is here. Committee. Who are you people? You don't need to know our names. It's Lena and Karen. Words will serve no purpose here. Let's go. Aua. Aua.
Aua. Warum müsst ihr alle so weit auseinander stehen? Oh, sofort tot. Sehr schön. No. Where's the princess being held? This place is huge. We'll just have to search it room by room. If we just hang around here, you can bet we're going to have more company, and soon. Let's get a move on. Who are you people? Hold, don't move a muscle. Was, wenn ich das doch mache? Aua. Mhm. Doofer Hund. Die machen aber auch wirklich ordentlich Schaden. Not fun. Attacked out of nowhere. It looks like there are still quite a few soldiers in the villa. They're patrolling the corridor in the central courtyard periodically. Our only option will be to silence anyone who sees us. Ja, okay. Ist in Ordnung. Aber glücklicherweise habe ich ja hier unzählige starke Heilgegenstände gekauft. Das heißt, ich komme für eine Weile erstmal klar, glaube ich. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Ja, okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wo muss ich hin? It's locked. Oh no. It seems pretty solid and the locking mechanism is quite secure. We definitely won't be able to get in without a key. I guess we'll have to leave this place for later. Jetzt können wir uns wirklich das gesamte... Oh. There's a red plate here. Okay. There's an Imperial-style vase here. There's an Eastern-style vase here. There's a large scarlet vase here. The King's Throne, the favorite seat of the late King Edgar III. And staying in the... There are rows of art catalogs on this shelf. Ich habe auch das Gefühl, das fühlt sich so an wie ein Rätsel, ja.
Oh, nice. Ja, renn du einfach irgendwo hin. Na, das wird ein Spaß. So, hier ist nichts. Und wieder Kampf. Nein? Okay. Oh, hallo. Who are you people? Crap, we totally picked the wrong room. What are you doing here? Ain't seen you before. Good evening. We're with the Bracer Guild. Huh? No need to get up. Just enjoy yourself and rest well. Werden wir euch töten? Fuck you. Ein paar besoffene Soldaten, die tötet, ist auch schön. Well, that's taken care of. They're too drunk to really know what's going on. It's like some kind of bar, same as the one in the castle. Please don't kill me. I'm not with them. We know that. You work at the villa, right? We've come to help at the request of Her Majesty the Queen. What, really? You're honestly here to save us? Yes, so would you calm down already? Hilft uns jetzt? Adios be praised. I thought I was done for when my reporter friend was taken away. Oh, Niall is here. I hope he's alright. Reporter friend? You must be Niall. You know him? Ah, I see. Yes, I am the one who contacted him. He came to get an interview with the princess who is being guarded here. His passion for his work is hard to argue with, so I wound up sneaking him in and showing him the way. But he was spotted and taken prisoner? Yes, and much to my shame, it was only then that I realized the severity of the situation. I heard that the Highness was being kept here to protect her from any potential terrorist assault. But the truth is that she is being held prisoner by the intelligence division. I was so glad that she was coming that it simply had never occurred to me. I am truly unfit for my position. Come on, no need to be so depressed. Would you happen to have any idea where the prisoners are being held? Yes, they've been all gathered in the Crest Room, which is the innermost chamber. It's a large banquet hall used for events like the formal signing of treaties. Entschuldigung, gerade nicht lesen können. A big hall inside? Maybe over there? Yes, the room behind the big locked door. Ah, so it's locked then. The key is normally in the position of the Intelligence Division Company Commander. I believe he left when the terrorists showed up. Huh? Which means that it was taken by the ones who ambushed Lieutenant Schwartz and her men. Not good. There's no time to go back. Just a moment. There's a spare key to that door. It's here somewhere. Memory serves, I believe it's hidden somewhere in the gallery. Roger that. Let's hurry. Hidden somewhere in the gallery. Dort, wo es gerade das Puzzle gerade gab?
Kurz vorm Level-Up stehen wir. Wurde hier drin? Nothing special. Nothing special. Aha, attached to the underside. Spare key. This is it. Now we should be able to open that inner door. Sehr schön. Und wieder Kampf. Meine Güte, das ist ja wirklich krass, dass man wirklich einfach kaum geht man durch die Tür. Ist erstmal einfach hier Kampf angesagt. Warum hast du jetzt daneben gehauen? Genau das wollte ich doch verhindern gerade. So, kurz vorm Level-Up. Und Estelle hat richtig auf die Mütze gekriegt, ne? Dieses Menü! Man muss immer alles doppelt und dreifach anklicken. Who are you? Why do you look so familiar? Hey, you guys won the martial arts competition. That means you're with the Bracer Guild. That's right. I don't suppose we could persuade you to just forget you saw us? Shut it. We're defenders of an impregnable fortress. You want past us, you have to go through us. Okay, machen wir. Alles kein Ding. Oh, die halten was aus. Okay, die halten ein bisschen sehr was aus. Ich als Wache würde einfach zur Seite treten, wenn ich die auf mich zukommen sehen würde. Aber ich würde wahrscheinlich auch nicht in Frage kommen als eine Wache. Haha. Shit. Okay, also Earthguard ist wirklich ein ungemein nützlicher Zauberspruch. Muss ich mal so zugestehen.
Natürlich müssen wir dann auch dazu kommen, diesen zu sprechen, ne? Die halten echt übel was aus. Gefällt mir gar nicht. Oh. Fuck. Ich will aber auch meine CP jetzt nicht einfach alle aufbrauchen, ne? Und genau deswegen hätte ich das eigentlich mal tun sollen, ne? Okay, wir haben das zumindest erledigt, ne? Alle bekommen so ein Level-Up, das heißt, wir werden alle auch automatisch erstmal ganz schnell geheilt. Und das hätte kaum, glaube ich, einen besseren Moment dafür geben können. Hallo? Hi, Niall. Yo, we're here to save your bacon. Hello, Niall. You don't look too bad, in too bad a shape. Are you serious? Still, Joshua. Never thought I'd see you here. Huh? Überraschung, Überraschung. Guck mal, wer Prinzessin Claudia ist. You're the princess. It's a pleasure to meet you. We're with the Bracer Guild. I think it's a little late for introductions. So we meet again as promised. Chloe? Ja, welche Überraschung. Estelle. I sincerely hope you're joking. You ought to have recognized me sooner. But not with the dress and the hair and the things. What happened? Pardon us, Chloe. Estelle doesn't know how to doubt people. Hey, what the hell is that supposed to mean? That's the Estelle I know. And Joshua? You'll still use that name for me? Yes, since it seems to be the one you'd prefer. Would you rather I use your real name? No, but thank you. I'm glad to hear it. What? Okay, so what are you doing here, Chloe? And for that matter, why isn't the princess here? Estelle, bitte! She's right in front of you. It's the queen's granddaughter, Princess Claudia. Blah. Ah! I'm sorry that I couldn't tell you. I had planned to tell both of you the truth, but when next we met in Grand Cell, but then Colonel Richard had me detained. But why? Why would the princess be hiding out in an ordinary school, and why did you have to call you Chloe? I'd like for you to keep calling me that. My real name is Claudia von Auslese. Claudia is a pet name that Jill came up with, using bits from my whole name. Really? And then what about your hair? Well, this is just a wig. If I had the same hairdo as when I was on campus, I would probably just create trouble. I can't believe I missed the connection myself. I've seen your picture often enough, and I remember you from the mayoral scandal in Rouen, but I never put two and two together. I'm sorry. It doesn't seem that Uncle Junin or Major Delmer recognized me either. Yeah, the Duke's even related to you. I forgot something important. Explain the whole story? I see. To all three of you, I extend my deepest gratitude for coming to rescue me. Oh, it was nothing. Heck, we'd even known that it was our Chloe in here. No one would have had to ask us. Estelle. No doubt. You should save your thanks for Her Majesty, as she's the one who deserves them. She had no concern for herself, just that we should save you. I think your safety will give her the strength to resist the Colonel's demands. Though doing so may endanger her life. Yes, that is her way. If something is not done, then she is in grave danger. I think I've seen enough of this little farce. Princess, wer bist du denn?
Riane? What the? She's General Morgans granddaughter. Wollt ihr mich verkackeiern? He's imprisoned at the Harken Gate. I'd say they're taking her to keep him from causing any trouble. Just as they did with you and Her Majesty. This isn't just idle threat. Every man in the Special Ops has a dream, and we will stop at nothing to achieve it. And that's something you're proud of? I'll make you a deal, Sergeant. Please take me as your hostage rather than the child. Ha, not a chance. I know I said we'll stop at nothing, but even we don't have the nerve to harm a member of the royal family. General Morgan's grandkid, on the other hand, suits our needs just fine. She's a valuable hostage. It's not going to cause any problems if she was to end up getting hurt. You're a monster. I've said coward myself. Pathetic, disgusting, sick. Pick an adjective. You can talk all you want. It's almost time for the patrols to return from the Royal Avenue. Then we can round up the guardsmen and the bracers. Not bad for a night's work. Oh, I'm afraid that won't be happening. We already took your buddies out on our way over here. Oh, hallo. Level-Up-Musik. What? Schnief. There, it's alright. Hi, you two. Long time no see. Shara, you came. Sie ist gekommen. Damn it all. Who the hell do you think you are? Some people just have no manners. Oi. Think of that as my special gift. That's just cruel. Hey, who fired that shot? Olivia, I guess. Ding dong. Das war jetzt doch aber Haustür. Das war doch die Haustürklingel. And the star makes his dramatic entrance. Please hold your applause until after the performance has ended. And the drama turns into a comedy. Nice seeing you again, Shahrazad. It's been a long time. Indeed it has. And I thought I'd find you in LaBelle. But I was honestly quite relieved when I heard that you'd fallen in with Estelle and Joshua. Well, I think you're overestimating my capabilities. Like usual. Ich glaube eher, dass Sinn seine eigenen Fähigkeiten unterschätzt. In vielerlei Hinsicht. As for now, you've only become more beautiful. I barely even recognize you. Oh, really? Ui, das hat ihr sogar gefallen, dass er das gesagt hat. Ich glaube, da... Am I suddenly brimming over with something akin to jealousy? Mach dir da mal keine Sorgen, Olivier. Am I merely a toy to be used when convenient and cast aside when boredom sets in? Yes. Hey, Olivia, Ina has been wanting to see you. She's hoping to go out for drinks again. Forgive me, I have committed a grave offense. I swear, none of you ever change. Nervt mich doch, dass Shahrazads Name nicht komplett Scheherazade ist. Das lässt meine Zunge stolpern. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das so geändert haben. Das ist eigentlich... Ich finde Scheherazade noch irgendwie einfacher auszusprechen als Shahrazad. Scheherazade geht. Keine Ahnung, warum die das geändert haben. But I thought that the Royal Army had the checkpoints completely sealed off. Yes, but we crossed Valeria Lake by boat. And docked at Gransell Harbor. That's one way around the problem. But how did you wind up falling in with the failed, traveling musician? We ran into each other at the local guild branch. He was like a lost puppy, so I didn't have much choice other than to bring him along. Ja, nee, ist klar. Das glaube ich dir aufs Wort. Hahaha. I simply couldn't allow such an amusing and interesting show to go on without me. And may I ask who this fair lady is? Alright, introductions. This is the Queen's granddaughter, Her Highness Princess Claudia. She's a friend of ours. It is a pleasure to meet you both. Thank you very much for coming to help me. Think nothing of it. I am simply doing my duty as a bracer. And I could scarcely consider myself a gentleman if I did not leap to the aid of a lovely lady of noble birth. The honor and pleasure at this meeting is entirely my own. Your Highness, are you well? Oh, die haben es auch geschafft. Ey, Vogel! Julia, Sieg! Screw. Screw.
Ah, good. I'm happy to see you again. Thank goodness you're unharmed. I was so worried. The feeling's mutual. Okay, ich merke gerade, es ist wirklich eine sehr gute Idee, dass ich früher angefangen habe, oder? Das könnte noch eine Weile dauern hier. Before long, the Bracers involved in the diversion and the Royal Guardsmen joined forces. After seeing to it that the rescued hostages could come get some rest, Estelle and company gathered to assess their current situation. Ich habe jetzt tatsächlich lesen wollen, Estelle and company gathered their asses. Die haben ihre Ärsche eingesammelt. Ugh, yeah. Words cannot express my shame. If not for my ineptitude, none of this would have come to pass. Naja, es sind eben auch einige Ärsche, die sich hier versammelt haben, das stimmt wohl. Ich hab gesabbert. Please do not say such things. I'm just happy to see you alive and unharmed. Thank you for coming to save me, Your Highness. Not that I'm not moved by all this, but I have to ask. Why is Zeke still here? Screw? Haha, he is Her Highness's escort as well as a messenger for the Royal Guardsmen. After all, did he not deliver the letter to your hotel? Oh, that night. I thought it might have been him. That must also be how you learned of Her Majesty's request. Yes, I heard it from Zeke. Her Majesty sent word through him from the royal keep. Ah. But the crest room in which Princess Claudia was held had no windows for Zeke to use. I was very worried when I was unable to make contact. You just about gave me a heart attack, though, when you sent that message to us. Zeke, that was just plain mean of you to leave that letter and not let us know that it was you. Screw. He says he's sorry. It's okay. By the way, have all these special ops troops been dealt with? Almost all of the soldiers in the villa have been restrained. However, there are quite a few left in Grancel Castle. Much of the Royal Army is under Intelligence Division control, even outside of Grancel. If we're not careful, we run the risk of them seizing control of this building and branding us all as rebels. Whoa, I hadn't even thought about that. It's a good point. I think it would be best if we were to get Chloe to a safer location, at the very least. Perhaps we could seek asylum at the Erebonian or Republic embassies? Since you're considered foreign territory, it would make it very difficult for them to lay a hand on her. There's also that special ops ship that we seized nearby. We could use that to allow her to flee the country for the time being. It wouldn't solve the whole problem, but it would buy us some time to find a better solution at the very least. I agree. Regardless, we need to find some way to get her to safety. Und jetzt sagt sie, nein, ich will mitkommen. Everyone? I understand the difficulties of the current situation, but would it be possible to make an official request of the Bracers? What? The hostages have been rescued, so I think it'll be alright. Of course, it depends on what the contents of the request are. If so, I must ask you to do the impossible. Will you help in retaking the royal castle and rescuing Her Majesty, Your Highness? I see, that's right. This time we have to help the Queen. To be honest, I consider the question to be ridiculous because the answer is obvious. But, Your Highness, this is no small thing you're asking for. Quite right. There's no chance that a frontal assault would work, even with the capabilities of everyone here. I think that captured special ops ship has potential. Daran musste ich letztens auch mal wieder denken. Keine Ahnung warum was das nochmal war. Ah ja. But we're going to need some kind of seriously clever trick. I have an idea. If everyone will please look at this. Princess Claudia produced a very old-looking map. What's this map of? It's an ancient diagram of the sewers below Grancel. Oh nee, da waren wir doch schon.
One of the things it lays out is the path that leads to the castle cellar. What's the meaning of this? How can we have lost contact with the Erbe Royal Villa? Most likely it has fallen through an external force. Either the guardsmen or the bracers. I was interfering a little. Were you not in command of that division, Second Lieutenant? It is a pity. But what's done is done. Obsessing about it now will accomplish nothing. Furthermore, we must strengthen the castle's defenses to ensure that Her Majesty is not taken. I don't need you to tell me that. I want the castle gates sealed. Not a soul is to enter from here on out. The only attacks I should need to worry about are the ones that come from the sky. Yes, ma'am. Once that's done, scrape up troops from whenever you can find them, anywhere in Lebel, and send them to the villa. Priority 1 is to subjugate the terrorists who deceive the royal family. Yes, ma'am. Ah, nicely done. Of course it was. I have served with this unit for some time, unlike you. Wer dieser Lawrence noch auf einmal sein soll, ne? I swear I will protect this castle with while His Excellency is absent, no matter the cost. Was haben wir denn jetzt vor, ne? Okay, here's how we're going to free Grancel Castle and the Queen. First, Joshua and the others will infiltrate the Grancel sewers. You'll proceed to the Royal Guard room and open the castle gate. Got it. Time to light a few fireworks. Ah, well, it does seem appropriate for the beginning of the final act. As soon as the gates are open, the guardsmen and 4 of the bracers will make their way to the castle by way of the streets. We need to make a real spectacle and draw all of the guards together in one place. You're in good hands. Alright. I've been looking forward to this. And finally, Your Highness, are you certain I cannot get you to reconsider? I'm sorry, but I must be there to help my grandmother. Ich meine, es macht ja auch irgendwo Sinn, sie mitzunehmen fast. Weil da hat da irgendwie der Angriff auch schon so eine gewisse Legitimation, ne? Dass sie dann halt da ist. Das ist die Prinzessin, die nur aus freien Stücken auch bei denen ist. Also, das haut schon irgendwo hin. And also, I know how to pilot an airship. I hope to be able to put that skill to good use. If I had known this would happen, I would have never taught you. It's okay, Lieutenant. We'll look after Chloe for you. I swear, she will be kept safe or my nickname isn't the Silver Streak. I understand. Please do what you can. Once the men inside the castle have been concentrated into one area, Estelle and her team will sit down in the garden terrace. Then they will break into the Queen's room and rescue her. Roger. Both operations will begin at the stroke of the noon bell. Everyone is to remain on alert until then. Alright? You have your task. Get to them. Dismissed. Yes, ma'am. Auf beiden Seiten haben es eine Frau, die das Sagen hat. Ist auch interessant, oder? Das war jetzt dieselbe Situation fast. Joshua, please be careful. Don't go taking any unnecessary risks. I'll be fine. And you try to be on your best behavior. Don't overestimate your own strength. And make sure you watch Shara's back. I understand. Whatever happens, remember our promise. We see each other again, safe and sound in Grancel Castle. Count on it. Joshua? There's no telling what kinds of creatures inhabit the sewers. Please take the utmost care. I know, and I will. And don't worry about Estelle. You've grown into so much during this trip of yours. Not just in your skills and bracer qualifications, but in your hearts. Or so it seems to be. Shara. What does that mean? It's nothing. Save it for later. Even in times of crisis, you can always count on these 2 brats. Quite so. Now I think we'll be heading out. May we meet again, my lovelies. Adios be with you. Joshua. Hey, princess. Do you ever wonder if those 2 have some kind of destiny in store for them? Yes, I thought the thought has crossed my mind. They always have a smile for each other.
I have to admit, I'm even the tiniest bit envious. It looks like the regular soldiers have been replaced with special ops guys. The enemy's probably gotten quite desperate since we liberated the villa. Security seems a lot tighter than normal. Perhaps I can help loosen them up with the dulcet tones of my lute? You do anything conspicuous and that guy will be on you faster than you can say off-key. Mueller, wasn't it? Yes, it was. You two must rather not go near the Erebonian embassy. It could be quite dangerous, yes, quite perilous indeed. Well, neither of us has time to just drop by there. Once preparations are complete, we have to get inside the sewers. Ist es egal, an welche Seite wir gehen? Werden wir sehen. Brauchen wir noch was bei der Orbital Factory? Ich glaube nicht. Slots sind alle offen, glaube ich, ne? Ja. Alle Slots weit geöffnet. Und freudig empfangend. Der Orbmans. Ja. Hier ist nichts Neues. Neue Waffen vielleicht. Kann ja sein, dass wir das hier nochmal irgendwie rauchen können, ne? Nee. Nee. Aber in Itemladen gehen wir nochmal. Weil das, glaube ich, ist dann doch mal was wir auffüllen sollten. Was hier? Ja. Besonders den Tiara-Balm. Weil die sind ja doch ein ganzes Stück weit nützlich. Noch eine Liberal News mitnehmen. Die habe ich nie gelesen. Ich habe mir die Liberal News immer halt gekauft, also die Zeitungen. Und dann nie wirklich genutzt. So, und jetzt mache ich das, was ich schon die ganze Zeit eigentlich hätte mal machen sollen. Einfach mal die Kochzutaten hier mal ohne Ende gekauft. Weil jetzt habe ich die Kohle ja zumindest. Drachenbohnen. Das klingt gefährlich. Besonders nachdem man sie gegessen hat. Von allen Zutaten haben wir jetzt alles da. Hallo. Nee. Bouillabaisse können wir immer noch nicht machen, weil wir keine Juicy Bones haben. Ich wollte auch schon sagen über die Drachenbohnen. Ja, das klingt einfach... Könnte lecker sein, aber dann danach wird es ein bisschen gefährlich einfach. Wie gesagt. Na gut. Was Besseres haben wir jetzt eh nicht zu tun, glaube ich. Also ab in die Sewers, ha? Nee, halt hier drum war es, ne? Im Westen. Im Osten ist das. Ich weiß aber auch nicht, ob ich hier überhaupt... Okay, ich muss hier lang. Gut, es hat schon mal gesagt, es ist hier richtig. Now, let's see. I believe it would be in our best interest to confirm the location of the secret waterway. You're right. Please wait a moment. Aha, da ist es. We are currently at this staircase marked here on the lower left. And the entrance to the hidden waterway is here, where the ist gleich mark is depicted in the center. Wo? Right.
So first we need to go to that spot and examine the wall. Habt ihr jetzt gesehen, wo ich hin muss? Ja, gut möglich. Oh, hier gibt's Juicy Bones. Die sind gut für die Bouillabaisse. Ja, okay, die hat jetzt beide erwischt, ist egal. Das bisschen Schaden. Nicht Bohnen, Bone. Knochen von den Viechern. Juicy Bone. Ich weiß, das macht's nicht besser. Aber ist auch lustig, ne, dass wir trotzdem hier doch noch jemand rein mussten. Okay, die Karte können wir uns nicht weiter anschauen. Hier war die Abkürzung. Okay. Das heißt jetzt, glaube ich, am Ende doch nur einfach wirklich alles ablatschen hier, ne? Weil wir ja nichts Besseres zu tun haben gerade. Lass mich mal nachschauen, wo ich hin muss. Das wäre vielleicht eine Idee. Room further north of the Kestis Treasure Box. Ja, danke, dass du mir das sagst, Walkthrough. Wo auch immer die Kestis Treasure Box nochmal war. Also. Okay, wir können es uns hier zumindest anschauen nochmal. Okay. Die Frage ist jetzt nur, wo sind wir jetzt selber gerade, ne?
Ich entsinne mich, wie wir am Anfang uns darüber lustig machten, dass wir eine Kanalisation als Tutorial hatten, weil Sewers ja so lame sind und meinten, naja, zumindest haben wir die Sewer-Levels in diesem Spiel nun hinter uns. Ja, ich hab's auch gedacht. Ich hatte es eigentlich gedacht, dass es genau der Fall ist, aber nope! Wenn ich nur wüsste, wo wir jetzt hier sind gerade, ne? Okay, vielleicht hilft ja das hier ein bisschen. Okay, das könnte tatsächlich helfen. Ich glaube, wir sind jetzt... Kann ich jetzt den Pointer vielleicht auch verwenden dafür? Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier. Hier an dieser Stelle. Ah, Moment, jetzt ist hier. So. Okay, wenn wir dann hier rausgehen... Nee, okay. Da bin ich doch falsch. Oder Moment, bin ich jetzt... Nee. Oh, das könnte sein. Wenn ich jetzt hier rausgehe und hier lang gehe. Okay. Ich habe jetzt für mich selber einfach nachgedacht und einfach mal genau auf die Karte geguckt. Ihr konntet es jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, was ich gedacht habe, aber ich glaube, ich hätte es auch gar nicht erklären können, richtig, was ich mir gerade gedacht habe. Ich habe tatsächlich richtig gelegen. The map has this area marked with nee, das ist nicht gleich, sondern es ist eine 2, ist eine römische 2. I don't see anything special. Those royal family sneaks sure know how to hide things. I suppose this might require a hefty amount of searching. I'll go first. Ah, here it is. Nice work. Impressive. Have you some particular knack in finding hidden switches? A knack? It's just practice. You just naturally learn what to feel for. Naturally, eh? Tell me, you weren't a phantom thief of some kind in your childhood, were you? You know, the kind that shows up in plays and the like? Oh, please. Time isn't on our side, guys. Let's get moving. This is the real deal. Okay. Der hat doch irgendwie hingekriegt. Was machen denn Schafe hier unten? Vom Blue Blau werden wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwann dann
in the Trails, in the Sky nochmal sehen, irgendwas. Was bist du denn für einer? Sind sogar zwei. Whale Frog. Männlich. Und Fleißskipper. Ich wollte eigentlich gar nicht angreifen, aber okay, das habe ich es einfach gemacht. Fischfilet ist auch noch dabei gewesen. Hier kann man gut nochmal Zutaten, glaube ich, farmen, die man vielleicht noch gebrauchen könnte. Doppelt getötet. Warum haben Frösche eigentlich Fischeier? Nee, ich wollte... Ah! Hier kommt man an die Truhe einfach ran. Ich bin vorher gar nicht rangekommen an die... Oh, Joy. Wisst ihr was? Auf die Scheiße hatte ich jetzt keinen Bock. Reflektor. Weil ich weiß, was passiert wäre, wären diese explodierenden Viecher an die Reihe gekommen. Und das wollte ich jetzt doch unbedingt vermeiden. Was ist der Reflektor? Reflektor. Ah, okay. Reinforced with Anti-Art Layer. Oh, okay. Nice. Der Frosch ist einfach gar nicht zu irgendwas gekommen. Gummi-Eiber. Warum nehme ich mir mal bitte einen gummiartigen Augapfel mit? Nächstes Jahr. Ich glaube, bis dahin sind die verfault. So lange halten sich Augäpfel nicht.
Okay. Den Kampf fangen wir nochmal von vorne an. Bling. Au. Haut doch nicht andauernd daneben, bitte. Dankeschön. Mensch, das Kinder Nummer 1. Ach, mein Pointer ist die ganze Zeit jetzt hier noch auf dem Bildschirm gewesen. Gegen den kämpfen wir jetzt mal nicht. Gegen diese Explodi-Typen habe ich jetzt keinen Bock zu kämpfen, um ehrlich zu sein. Auch wenn mir da bisweilen nicht keine andere Wahl bleibt anscheinend. Ja, die Bomber sind aber da, funktionieren ein bisschen besser. Weil die einem eine Zeit geben, sie zu töten, bevor sie explodieren. Hier ist es einfach so, du tötest sie und sie explodieren. Und du kannst nichts dagegen machen. Und das ist ein Problem. Yep, dachte ich mir doch. Cloak? Was ist ein Cloak? Das ist eine Orbment? Tatsächlich. No Encounters! Es macht einfach Zufallskämpfe aus. Okay, das klingt ja sehr nützlich, aber da gehen mir dann Erfahrungspunkte von flöten. Das will ich eigentlich nicht. Ja, es ist praktisch, aber jetzt für den Moment eigentlich eher nicht, ne? Scheiße. Ja, komm, hör auf mich rum zu prügeln. Krieg ja ein bisschen die Krise hier, ne?
you. Fuck you, du blöder Maulwurf. Warum müssen die jetzt gerade hier... warum frage ich eigentlich? Ich weiß doch, warum die hier so eine dumme Scheiße jetzt gerade hier veranstalten. Aber muss das denn unbedingt auch noch in der Kanalisation hier stattfinden? Liegt hier noch irgendwas rum? Ich glaube fast nicht, ja? Ne, hier ist nichts. Wir können einfach hier geradeaus durch und dann ist gut. Fuck you. Beyond the door is a stone wall blocking the way. Whoops, I guess this is the end of the line. Yes, but there's a hidden door here. There's a switch to activate. We should probably stay on standby until noon. Do something else, okay. Speichern machen wir hier. Können wir uns eine Bouillabaisse reinhauen? Wir können uns eine Bouillabaisse reinhauen. Einfach für die CP. Wait on standby. Alright, we'll wait here. When the time comes, we'll go in. Well, I guess we should just rest until then. In der Kanalisation. Alright, everyone, hold your positions. We will make our charge when the noon bell rings. Who'd have thought we'd actually end up piloting the intelligence division's airship? Creepy looking thing, isn't it? I'm not sure which I like less, this or the Sky Bandit ship. You must admit though, its specs are impressive. But how did the intelligence division manage to get a ship like this? Yeah, it's a mystery, just like how they managed to get hold of the gospel. Hello, Your Highness. Sorry for the wait. Hi, Peyton. It's been some time. Who's that? Peyton works on the maintenance team for the RSA. Well, I'm just a lowly technician sent from the central factory. We're still conducting test flights of the RSA, so there's quite a lot of data that needs to be collected. Oh, okay. It seemed to be flying just fine when we saw it in Ruan. Oh, normal flight is already stable. But the development of the new orbital engines is behind schedule, so we're just using an older, less powerful one for now. Das will ich doch jetzt alles nicht wissen. Since, yeah, I was wondering what to do with myself, blah blah blah, gotcha. You appreciate whatever you can do, yeah, count on me. Remove the lock so you should be able to fly without any problems. She's an extremely maneuverable girl. Once you get it alright, you're better than mine way of flying. I understand. Okay, let's go! Alright, I brought some of my tools, tune up everyone's orbits just in case. For your equipment. Really, thoughtful of you. Blah 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 blah. Okay, Orbments. Müssen wir uns jetzt drum kümmern, ne? Oder auch nicht. Es sieht alles eigentlich schon so ziemlich voll so aus, wie es eigentlich... Na, okay, mach. Ist schon alles so ausgerüstet auf das Höchste, was geht anscheinend. It's already almost noon. Shall we set the launch board? Ja, los geht's. Komm. Das war jetzt alles, musste alles nicht gesagt werden. Das könnt ihr einfach tun. Ding dong. Die Hexe ist tot. Damn, looks like it started. Let's go, Dorothy. We've got to get a good spot to watch. Ja, das ist wirklich eine große Schwäche der Reihe. Wait, let me set up the exposure quads. Hey, what's going on? You haven't shown up in 3 days and... Big story. Biggest in the history of liberal news.
The castle gates controls are in the Royal Guard office. South stairs. Got it. Let's get going. Uh-huh. Wo sind die South Stairs? Da, the castle controls on the Royal Guard is South Stairs. Ja, ich bin noch im Süden gewesen, aber da sind keine... Da ist keine Treppe. Ach, die Treppe meinte. Okay. Hallo. Wow. Intruders. Oh yes, I guess you could call us that. I guess I can understand the sentiment. Let's go. Brrr. Brrr. Nom. Nom. Selten für meinen Geschmack, aber viel zu häufig an der Reihe. Warum musst du jetzt unbedingt auch noch daneben hauen, ey, du Sack? Irgendeiner, der ganz schnell tot ist? Der Dobermann, ja. Die Wachleute sind jetzt mittlerweile kein großes Problem mehr, ne? Also kein so großes Problem mehr. Ich würde es immer noch als Problem bezeichnen. Wiederbeleben kann keiner mehr. Wow. Olivier hat ein bisschen aufzuholen. That takes care of them. Nighty night, kitty cats. Let's see what we can do about that gate control. Keep your eyes open for any more special ops. No one's getting through here, or my name isn't Cindy Movable. Here, now's the time that Heaven's Gate opens. Thus begins the final movement. What the? Aren't we on total lockdown right now? Why is the gate opening? Weil ihr angegriffen werdet, deswegen. Impossible. Someone had better tell me this is a bad joke. Why is the gate open? Your orders, Captain. Enemies should breach the castle at any moment. All remaining members of the first platoon over to the foyer on the double. Allow no one to enter. Yes, ma'am. What a disgrace. If the enemy is not routed before I have to report to His Excellency. Captain. Special Ops frigate inbound. Damn it, so that was their ploy. Hallo. Können wir jetzt mal Malzpfefferbrot hier auch mal auf den Arsch treten? Estelle Bright and Princess Claudia? Captain Amaltheus, stand aside. I am here to demand the release of my grandmother. Watch your tongue, girl. Du kriegst mal gleich eine Barrage auf den Sack. Einfach, weil wir es können. Das ist ein guter Anfang. Die ist übel unideal. Okay, also Mahalfa-Falfa-Brot ist tot. Und so ist Claudia.
Ugh, what a nasty woman. Who was that anyway? Colonel Richard's second in command. Your stereotypical femme fatale. That would explain it, yes. Now on to the royal keep. Yes, let's hurry. Let's, eat something. Ein Potto-Meat. Oh, jetzt geht das auch nicht mehr. Okay, Curry kann ich noch. Curry kann ich noch zur Genüge essen. I found them! This way. Here they come. Okay, wenigstens ist der erledigt. Ihr wisst schon, dass ihr gerade die ganze Zeit die Prinzessin angreift, ne? Das ist die falsche Person, die ich jetzt gerade versuche zu heilen, ne? Ja. Sie brauchen ja nur wirklich Duke Dunin, ja, aber die Prinzessin einfach so zu töten, ist, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee. Sie ist immer noch die Prinzessin, das hat immer noch Status und politische Relevanz und Wichtigkeit. Also ich glaube nicht, dass die Prinzessin ist mehr so ein Bonus für die und außerdem arbeiten ja direkt für Oberst Dick, I mean Colonel Richards. Bin mir da nicht so sicher, ob das so wirklich funktionieren würde. Weil zu sagen, hier unsere Söldner, unsere Soldaten, meine ich, haben jetzt die Burg verteidigt und dabei ist die Prinzessin ums Leben gekommen. Weiß nicht, ob das so gut klingt. Here they come. You shall not pass. But we must and we will. Come on, just try and stop us. Unglaublich. Lustig aber auch wirklich, dass niemals Menschen direkt getötet werden hier im Spiel, ne? Die werden immer nur erstmal ohnmächtig. Die gehen einfach nur in die Knie. Aber nie wird ein Mensch getötet.
Dass die Hunde aber auch 0 Schaden machen? Ich meine, umso besser. Alter, dieses Menü. Ich krieg die Krise. Maus. So, zack. Ey. Healing. Es ist wirklich so unglaublich, wie es auf PC, Maus und Tastatur ausgelegt ist. Controller ist im Menü fast nicht machbar. Traitors, you dare to come here? Do you not realize that I'm the new king? Oh, go brush your goofy hairdo. You ain't king yet. What? Your Grace, Duke Julian? We are with the Bracer Guild. At the request of Her Highness, Princess Claudia, we are here to free the Queen. It would be best for all involved if you quietly stood aside. Claudia? Damn that brat. Damn her to hell! Uncle Julian, please stop this. Colonel Richards is just using you. What? Who are you? Claudia, is that you? What happened to your hair and your clothes? We have comprehension. Repeat, we have comprehension. Das kann man mehr von ihm sagen als von dir, Estelle. Well, he still hasn't noticed that we first met him in Ruan. No idea what you're talking about, but he doesn't seem to be the most observant sort. I should have told him sooner, perhaps. How dare you make a fool of me? It's because of things like this that those creatures known as women are not to be trusted. Sly, narrow-minded, nitpicking, nagging wretch. How could I ever give up the crown to such a vile creature? Er weiß, dass er gerade 3 Frauen gegenübersteht, oder? Er merkt das schon. Oder, I mean, Your Grace, I don't think that was the right thing to say. Ja, allerdings nicht. Maybe you should apologize? Vile creatures, huh? Ich muss mich da an Starfield erinnern, wo viele unter anderem sich über die Menüführung beschwert haben, was passt, weil anscheinend selbst Todd Howard verrät, dass er dankbar ist für Mods, die die Menüführung seiner Spiele verbessern. Dann soll er sie halt selber mal gut machen. Das ist unglaublich. Todd Howard ist... My, I believe you're just gone from stupid to suicidal. After all, that's a mighty courageous sentiment to vocalize when in the presence of 3 armed women. I'm sorry, Uncle. In this I cannot defend you. Das Ding ist, wir können jetzt den Kampf auch gewinnen, ohne ihn, glaube ich, zu erledigen. Au. Okay, also der Kampf ist ein bisschen, der wird ein Problem, ich merke schon. Ja, okay, den müssen wir nochmal anfangen, den Kampf, glaube ich. Ich will mal den Heavily Armed Soldier als erstes ausschalten, weil ich glaube, der macht am meisten Schaden hier. Was natürlich auch irgendwie erstmal passieren muss. Okay. Einer ist schon mal erledigt. Der stärkste Gegner ist schon mal weg. Das ist ein Vorteil.
Ja, okay, also wir müssen ihn wirklich, glaube ich, nicht K.O. hauen. Der kämpft nämlich eigentlich gar nicht richtig. Ja, okay, wir mussten ihn gar nicht erledigen. Ist auch sehr gut. Well, that settles that. Now then, shall I show you just how vile a woman can be? Ja, maybe I should give him a taste of a ladylike whipping. Eee. Stay back, please, stay away. I might be able to call them off. If you do, I'll swear I'll be Her Majesty's very own human shield. Hey, mommy! Well. Oops, maybe we overdid it with the threats? Well, a little dose of cold, hard truth might be the best medicine he ever gets. Yes, it is an unfortunate situation he's gotten himself into. Still, I can't allow my unconscious uncle to simply be left... Your Grace! Hi, Philip. Mr. Sill and Your Highness. I can offer no words to make up for my master's behavior in this instance. As the man who raised him, the responsibility is mine to bear. Please, I ask that you punish me in his stead. Bowed his head deeply. Hey, hold on a second. Please, Philip, lift your eyes. We're here to help my grandmother, to save the Queen. We have no intention of doing anything to the Duke. I would appreciate it if you would take him to my room. Your Highness? He's not actually hurt. He just passed out from the shock. Thank you so much, all of you. I will not forget the boon you've granted. Ja, denn jetzt kannst du dich weiter um ihn kümmern. Ist es nicht schön für dich? Ich habe einen Grund, warum ich das jetzt hier mache. Wie viele CP hat sie? 174. So. Ich hätte es so schön gefunden, wenn es hier wirklich einfach mal Items gibt, die CP heilen. Aber das gibt es hier leider nicht. Ob Duke Yun und Andrew Tate liest? Es würde mich nicht wundern, würde ich es mal ausdrücken. Ich habe keinerlei... Ja. Diese blöde Menüführung. Ich krieg doch die Krise hier. House-based, Water-based, Fire-based. Ich glaube, da bringt mir das nichts gerade. Okay, da unten ist er. Okay, haben wir jetzt einen Bosskampf noch vor uns? Are you alright, Grandmother? We're here to rescue you, Your Majesty. Claudia and Estelle. So you're finally here. I was getting quite bored with waiting. Hello? Lieutenant Lawrence, what are you doing here? My duty is to guard Her Majesty. It is truly any wonder that I am here? Enough of your crap. No matter how strong you are, we've still got 3-to-1 odds on you. This one certainly seems skilled. Just who is he? Commander of the Intelligence Division Special Ops, 2nd Lieutenant Lawrence Belga. Former Jäger and Scout for the Colonel. So you've done your research. I see, most impressive. But what else would one expect of the daughter of an S-rank bracer when Cassie is bright, I believe? A master's rank has never been public knowledge, and yet you are not one to be trifled with, I see. I know you as well. Sherazard Harvey, also known as the Silver Streak, C-ranked.
And very close to ascending to B rank, it seems. Please, release my mother. If you were just fighting in the employ of the Colonel, there is no further call to do this. There are more things in heaven and earth that are dreamt of in your philosophy. You see only the surface, like that of a quartz grid, with no concept of the forces at work within. What? Take heed, Princess Claudia. The nation is like an enormously complex orbit. The people are like the units of quartz that provide the power and organize the system, and the territory which houses them is the frame. If you lack the means to understand how it works, then you are unfit to be its queen. Harsh. An interesting metaphor. You may even be right. I certainly never expected to hear a theory on the nature of politics at a time like this. Pardon my rudeness. You have no need to hear my useless sermonizing, Your Majesty. Lawrence ist in Wirklichkeit Ultima. Nee, so viel reden tut er noch auch nicht. I don't really understand this all that well, but the general gist is that you don't plan to let the queen go, do you? And if I do not? Obviously, we take her back by force. Indeed, after we've come this far, we certainly can go back now. You didn't give me the impression that you bear us any ill will, but I will bring my blade to bear on you. If it will get my grandmother back. Ah, good. In that case, let me show you a little of what I can really do. Huh? Oh, hello. Oh no, he is hot. Silver hair. No, it's ash blonde. I guess that you were born somewhere up north? Indeed, you are correct. Though it's closer than you might think. What? I trust you will not be offended if I choose not to go easy on you simply because you are women. Shall we then? So. Aua. Wichtig ist, was ich glaube, was hier der Fall ist gerade, ist, diesen Kampf können wir auch gut und gerne einfach komplett verlieren und die Story geht trotzdem weiter. Genau, wir wurden ein bisschen von Charizard ausgepeitscht. Ach du meine Güte. Ja, sehr kinky, auf jeden Fall. Oh oh. Wie viel HP hat er eigentlich? 6000, ah, okay. Okay, das war eigentlich ganz guter Schaden so. Aua. Ich werfe einfach mal eine Vermutung in die Runde und meine, da Lawrence so ominös aufgebaut ist, dass er mit Ouroboros unter einer Decke steckt. Ich glaube, das ist so Sachen, die wir erst im zweiten Teil dann wirklich lernen werden, oder? Okay, ich habe das Gefühl, dass wir hier ein Problem gerade haben. Ja, ein Stück weit. Also ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Ja. Ja, scheiß drauf.
Das bringt eh nichts gerade. $500 Schaden gerade mal, okay. Max Guard. Alter, du bist aber auch wirklich... Ja. Okay, nee. Also, das ist wirklich ein Kampf, den wir nicht gewinnen können. Also, ich glaube, dass wir ihn potenziell gewinnen können. Und dann ändert sich auch der Dialog am Ende. Aber das wurde jetzt einfach nichts. Dafür war ich einfach nicht genug vorbereitet und gelevelt oder sowas. Für New Game Plus vielleicht war es eine Idee. How disappointing. I thought you would prove more of a challenge. How can you be so much stronger than during the tournament? He was probably holding back deliberately. He might be as strong as Master Cassius. Grandmother, I'm sorry. Claudia, Estelle. That will be far enough, Your Majesty, if you please. They are not mortally wounded, I assure you. Your eyes betray much. You are so young, yet you have endured such hardships already. Your Majesty, you are hardly qualified to feel pity for me. You who know the name of Hamel. Das wird noch wichtig, wie gesagt. It's almost time. I will return Her Majesty to you, just as you wished. Huh? If you wish to stop the Colonel, you had best hurry below. You may already be too late, but you may be able to prevent any further needless damage from occurring. Below? You cannot mean beneath there. Beneath there? With that man? However unpleasant you may find it, I was certain that you would understand the significance. You can show them the way. And now I bid you adieu. Whee! Hey! Is he insane? He's gone. Did he drop into the lake? But the water is undisturbed. Just who is this guy? Grandmother, are you hurt? I am unharmed, Claudia. He never laid a hand on me. But more importantly, Estelle! Ihr hättet mal ein bisschen schneller aufkreuzen können und helfen können. Joshua? Thank Adios, you're alright. You too. Since Colonel Richard and Lieutenant Lawrence weren't in the castle, I started to worry. The red helmet guy was here just a minute ago. What? He jumped over that handrail and, well, who knows? He's some kind of monster, alright. I see. Praise Adios for keeping you safe. Joshua. Your Majesty, it's good to see you unharmed. Well met, Lieutenant Schwartz. Indeed, I owe all of you a debt of gratitude. You are far too kind, Your Majesty. We are just glad to be of help. I don't think this is over yet, though. We've dealt with the special ops inside the castle, but I'm afraid there are bad tidings. Any reinforcements, army reinforcements from every province are on their way to Grand Cell. From the sounds of it, the intelligence division is somehow maintaining control. I see. Time is short, my liege. I must ask that you board the ID ship and escape at once. No, that I cannot do. The situation has grown more dire. Colonel Richard must be stopped whatever the cost. What do you mean, Your Majesty? Last night I finally understood the true intentions of which the Colonel spoke. He wants the Shining Ring, the Aureole. Aureole? Aureole, wie auch immer. Oleole. What? Why does that sound so familiar? It's one of the Satyrions that Adios gave the ancients. The legend says that it has the power to control nature itself. Oh yeah, Professor Alba told us about it. But I thought that was just some silly story that was passed down through the church. Huh? So it does exist? And it lies somewhere within Lebeurre? According to an old legend of the royal family, the Shining Ring shall bring catastrophe, condemning the souls of men to eternal purgatory. It has been sealed within the interval of the blackest dark that we might retain our humanity, condemning the souls of man to eternal purgatory. Well, that's not a little ominous. These words have been passed down in the royal family as a warning.
Perhaps this shining ring truly was so dangerous that the royal family's ancestors sealed it away. Also, there was that massive orbital reaction that was detected beneath the city. If one takes both of these into account, this shining ring must be sealed away underneath Grand's Hill. That makes sense. Yes, and I believe that the Colonel has reached the same conclusion. There remain no details of what exactly the shining ring is, but I believe there will be grave danger for all should it be restored. It could be a disaster on par with the great collapse of legend. No. Incredible. Excuse me, Your Majesty. Lieutenant Lawrence told us to go underground, but what did he really mean? There is a mysterious room within Gransell Castle, where nothing, not even a grain of rice, has been kept in generations. Forbidden since long ago. Oh. You mean the Treasury? Ah, da sind wir doch hingelaufen. Ja, genau, da kamen wir nicht durch. No doubt about it. There are signs that someone came through here recently and frequently at that. That's not all. The tracks also suggest that someone brought in something very heavy. I hold the key to this room. But there is a spare. It's likely that's what was used to gain entry. It would seem that we must investigate. Queen Alicia produced a key from her dress. Sie hat ihn aus ihrer Kleidung produziert. This elevator wasn't here before. Where did it come from? Perhaps it's a piece of Colonel Richard's new construction. In which case, it probably goes down to where this shining ring is sealed away. Yes. And that may have been the true goal behind the coup from the very beginning. They could never have built such a thing without occupying the castle. That's crazy. It's certainly a possibility. In any given country, a royal sanctuary is generally regarded as inviolate. To break that trust would require quite an aggressive plan. Regardless, we'll probably need to use this to get underground. Let's test it to see if it works. Inspect the elevator control panel. What is it? It's locked with some type of orbital energy. It looks like it won't work unless we can find some special type of quartz to put in it. What? No, we've come so far. I'm going to go in put the screws to one of those special ops soldiers. One of them might have the key. Yes, that sounds wisest. No, that won't be necessary. Oh, hello. Huh? It can't be. Oh, Professor Russell. Queen Alicia, it's been quite some time. I'm glad to see Estelle and Joshua are doing well. Hold up, Professor, what are you doing here? I thought the intelligence division was after you and Zeiss. And on top of that, how did you get here? Grandpa, where'd you go? Hey, enough with the running all over the place. Is everyone in your family as big of a pain in the ass as you? But Agate. Oh. Open all open slots for each character. Warum habe ich denn das jetzt bekommen? Weil ich jetzt alle in der Truppe habe, oder was? Tita. I knew it. Estelle, Joshua. Oh, Tita. Thank goodness, I was hoping I'd get to see you again. We heard at the guild that you two were fighting at the castle. I'm so glad you're alright. Tita. Thank you for being so concerned. It's good to see you it's good to see you well, Agate. But what are you doing in the royal city? Well, we hid out for a bit, but then we happened upon a cargo freighter bound for Gransell. And I figured, what the hell? The best place to hide is in plain sight, after all. Once we got the lowdown from Elnon, we came straight to the castle. Alright, got something for you from him. Yay! Wir sind Junior Bracer erste Klasse. Gladiator Belt Accessory bekommen. Is this okay? I mean, we haven't reported in. Looks like he got filled in on the general gist of things from a guardsman messenger. So what brings your amateur asses here? Me, I figured we could at least beat up the remaining special ops guy. Wait, I know you. It's been a while, Agate. Thank you for your efforts at the lighthouse. Chloe, right? What's a student doing in a place like this? It seems my granddaughter is in your debt.
Which means that I also owe you my thanks. Don't worry about it, it's all part of the job. So what's up, Granny? You work in the castle? Did these numbskulls rope you into helping them? You barbarian! Do you realize to whom you're speaking to? You stand in the presence of Queen Alicia of Liberl. Huh? You know, she does look sort of familiar. You really should loosen that bandana of yours, boy. It's obvious squeezing your brain too tight. Say that again, old man. Queen? So that means this lady would have to be Her Majesty's granddaughter, Princess Claudia. We call her Chloe, though. Chloe met the professor's granddaughter, Tita. Meet her. She's like our little sister. See, it's a pleasure to meet you, Tita. I'd be happy if you'd also call me Chloe. Yes, ma'am. I mean Chloe. What a little cutie pie. My name is Charizard. I'm Joshua and Estelle's mentor. Jetzt stellen die sich alle noch erstmal vor. You can just call me Shara. And you can call me Uncle Olivier. Nee, so werden wir dich nicht nennen. You shut up. Anyway, this elevator seems to be giving you some trouble? What seems to be the problem, and what in Adios' name is going on here? Well? Oh, come on, this is some kind of joke, right? You're not serious. I can't believe such a thing would be buried here. And now it's happened just as I was afraid of. So if we use this elevator, we can get where we need to go? But it has a special lock, made of quartz apparently. Ah, that. Let me have a look at it. This is my own design. It uses a keycard. You can't undo the lock unless you insert the card that's embedded with the identical quartz. Use a small cable and slid it into the card slot. However, this is an early model without any type of failsafe. So if you feed it just the right amount of orbital energy... Nice going, Prof. I'm impressed. Why am I not surprised? Now, shall we descend? We've got trouble. What is it? Report. A division of the regular army has arrived at Gransel main gate. It looks like they're being led by an officer of the intelligence division. What? And 3 military patrol ships are approaching from the lake. Your orders, ma'am? Of all the damn times. Perhaps I should make an appearance in order to persuade them. Grandmother, I will go to the terrace on the roof and address the arriving forces. Lieutenant Schwartz, make your preparations. But what if you're attacked? I believe in them. Misguided though they are all citizens of Liberl. If they see me and hear my voice, I do not believe that they will attack. Your Majesty, all of you, it is with boundless regret that I ask you to shoulder this burden. Please, Your Majesty, you don't need to say anything else. We'll do whatever it takes to stop the Colonel. Please leave this to us. Okay, wir können nichts weitermachen anscheinend. Wir können nur jetzt einfach weiter. Gibt es keinen Shop? Nichts? Ja, komm, beeil dich ein bisschen. Das geht aber tief runter, meine Herren. Das sieht doch mal in letzter Dungeon mäßig aus. Ja, beeil dich mit der Animation ein bisschen. What the heck? There are ruins from the ancient Sumerian civilization. As old as they appear, I don't get the feeling that this place is completely dead. It seems to function just like the equipment in the tetracyclic towers. Ah. That ain't all that's moving. I get the feeling we've got some pretty nasty creatures around here too. Die Architektur erinnert mich an den Shit aus den Cold-Steel-Spielen später. Ja, und ich glaube, das ist auch so gewollt. Wow. The structures nearby look to be made of modern material. I suppose Colonel Richards had some construction going on. I suspect you're right. Building anything at this depth is rather impressive. The ruins are even larger than I'd suspected. If we're not careful, we could get terribly lost. It may be best if we split up. 2 groups, 1 for scouting and 1 to stay on standby. What do you mean? Basically, we establish a base camp of sorts in a secure location. That's the gist of it. The scouting party will find a way through, and the ones on standby will be available to switch out as needed. Once the right path is found, everyone moves forward to establish a new base. Makes sense to me. In that case,
I believe that our current location would be the best place to start from. Estelle and Joshua, you'll be the ones to decide who's going to be on which team. Wait, us? But you're the very heart of this operation. I doubt anyone will object. I agree. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. What do we do? No need to think about it too hard. If things get tough, we can always turn back and switch people out. Okay, well done. Choose 2 members other than Estelle and Joshua. Okay, Sinn? Olivier, Shara, Tida? Ist Tida eine gute Idee? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Obwohl. Also Chloe nicht. Ich glaube, ich habe fast das Gefühl, dass es nicht so... Agate will ich auch nicht nehmen, weil dann habe ich 2 physische Angreifer. Und das ist auch nicht unbedingt das Beste. Dann Olivier. Also Sinn will ich unbedingt dabei haben. Aber wen nehmen wir sonst? Ich kann mich nur an Tidas Bazooka erinnern, die blenden konnte. Ja, Tida ist... Ah, jetzt haben wir Tida dabei. Naja, okay, ist egal. Nehmen wir Tida einfach mal mit. Estelle, I'm going to send Zeke to accompany you. When you find a suitable spot to use as a base, please send them back. He'll be able to show you where it's great. Good idea, that bla 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 screw. Jetzt habe ich aus Versehen gedrückt und es ging sofort weiter, aber ich kann sogar auch wieder hier auswechseln. Well, that means we're counting on you to handle the scouting, just to be on the safe side. Modify any ordnance, okay, we'll be off then. Change members. Sinn und Olivier. Wir nehmen mal einfach Olivier doch tatsächlich mit. Ach, wir sind schon vollkommen aufgeladen, sehe ich gerade. Krass. Warum ist dann aber... Warum ist Joshua nicht aufgeladen? Naja, was auch immer. Was können wir denn kaufen hier eigentlich? Auch nur normale Items? Warum muss ich das überhaupt kaufen? Gib mir das mal kostenlos, du Sack. Das ist ja nicht zu fassen. Aber hier, TRL Insufficient Mirror. Heals all HP. Das ist eine... Kann ich nochmal neue Quarters irgendwie bekommen? Nee, ne? Ich kann jetzt, glaube ich, auch nichts mehr wirklich bauen da aus dem Ganzen. Nee, ich hau jetzt einfach alles raus. Was ich nicht mehr brauche. Und davon kaufe ich mir weitere Tiara-Balms. Okay. 97 Tier-All-Balms. Ich erinnere mich an Rin aus Final Fantasy X, der weiterhin einem noch Kram verkaufte, weil er den Helden vertraue zu gewinnen, obwohl sein eigenes Leben davon abhing. Ja, ich erinnere mich. Tatsache, ich erinnere mich, ja. A protective coat made of a specially processed material. Ach, das habe ich, glaube ich, schon gehabt, ne? Ja. Was macht denn der Gladiator Belt? Motivation automatically. Ja, okay, nehme ich. Nehme ich mit. Mehr CP ist immer gut. Okay, dann heißt es hier, los geht's, ne? Wir speichern nochmal einen Moment. Wir haben den letzten Dungeon vor uns. Bzzzt.
Und auch mal andere Mucke, ja. Und die passt auch besser jetzt. Für die... Okay. Gibt es hier eine... Ne, hier gibt es keine... Keine Karte. Das dürfte sich als Problem herausstellen. Level up, hey. Monster. Wow, die sind noch nicht mal alle gestorben komplett. Okay, jetzt wird's wirklich ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, okay, die mögen Arts nicht wirklich, wie es aussieht. Sag mal. Nein! Ja! Warum? Ich habe mit dem Steuerkreuz nach links gedrückt. Warum geht er dann auf Olivia, die auf der rechten Seite steht? Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Sag mal, könnt ihr nicht auch mal beide sterben? Magesta? Magesta? Das klingt wie eine Waffe. Ja, ist es auch. Olivier, ja. Aber meine Fresse, ey, das war ja wirklich jetzt hier zum Haare raufen. Und jetzt haben wir das gleiche nochmal vor uns. Oder auch nicht. Okay, gut.
Zum Glück sind jetzt zumindest hier in dem Moment die normalen Gegner. Lassen sich noch managen so. Level up. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe übrigens, ne? Also das ist nur durch, dass euch das klar ist. Und bei meinem Orientierungssinn könnt ihr euch schon denken, dass das Tierra Balm and Chest. Inventory is full, so gave up Tierra Balm. Jetzt können wir es mitnehmen. Oh nein. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Mein Problem ist gerade... Ja, okay, ich habe schon sowieso... Ah, das macht sich, glaube ich, gar nicht so schlecht, den Earthwall. Nochmal einzusetzen. Ach nee, jetzt wurde es gerade... Was passiert denn, wenn ich das mal einsetze? Okay, das macht noch irgendwo Schaden, aber... Ja, also Joshua macht mit seinen Angriffen nichts. Evil Eye vielleicht? Auch nicht mehr.
Und du musst natürlich auch unbedingt daneben hauen, ne? Warum kriegt ihr so wenig Schaden? Es ist... Okay, wenigstens einer ist erledigt. Joshua, bitte mach Schaden. Warum machst du 33 Schaden, Joshua? Warum? Es ist unglaublich, wie viel Schaden Estelle auf einmal macht. Daedalusarm. Das klingt doch sehr nach einer Waffe für... Ja, Tatsache. Nee, du sollst ausrüsten. Zumindest hat es sich gelohnt. Okay, lasst mich mal kurz nachschauen. Ich weiß, dass es hier in dem Walkthrough, den ich offen habe, eine Karte gibt. Denn dann kann ich zumindest nachschauen, wo zur Hölle ich überhaupt hinlaufen muss. Okay, Daedalusarm ist hier. Und hier unten ist ein Fahrstuhl. Okay, hier ist der Fahrstuhl. Hier oben gibt es noch Ausrüstung. Bzz, bzz, bzz. Monster? Ja, diesmal ein anderes Monster. Okay, das könnte jetzt zumindest irgendwie... Ja, okay, die halten auch was aus ohne Ende. Die Series Doom. Okay, nun das ist ein Spaß. Sehr großer Spaß hier gerade, ne?
Süß. Der Joshua kann gar nichts machen gerade. Alter! Sag mal! Ruhig. Ganz ruhig. Ich bin die Ruhe selbst. Seine Schwäche ist einfach, dass er schwach ist. Der macht aber keinen Schaden, der Junge. Das ist das Problem. Okay, das hat zumindest funktioniert hier gerade. Du bekommst eine Barrage einfach. Es reicht zwar nicht aus, um dich zu töten, aber wir kommen zumindest der Sache näher. Sinn, könntest du bitte auch mal mit deinen Angriffen treffen? Royal Guard, ja, okay, das ist, glaube ich, eine Rüstung. Ja. Estelle, du brauchst die Royal Guard. Du kannst sie gar nicht anziehen, weil Royal Guard ist nur für Männer gedacht. Ja, okay, na klar. Dann kannst du den Reflektor aber haben. Müssen wir mal was nachschauen. Erde und Space braucht er. Nee. Du brauchst Attack plus jetzt eigentlich nicht mehr. Kannst du haben. Und das hat auch schon gereicht, okay. Ich brauchte einfach für Olivia einfach mal einen besseren Zauber, einen besseren Angriffszauber. Ja, und mein plus 3. Das ist gut. Hier unten noch irgendwas? Tierra Balm kann ich nicht einsetzen, ist in Ordnung. EP Charge EX, jupp. Hier ist, glaube ich, noch eine weitere Waffe, die ich aber, glaube ich, nicht einsetzen kann, weil das ist... Das Ninetales heißt die. Das klingt für mich wie eine Waffe für... Wie eine Waffe für... Sherazad. Das... Jetzt ist mir der Name nicht eingefallen einfach.
Wusch! Okay, das macht zumindest Schaden. Du machst zumindest 60 Schaden jetzt. Mensch. Kannst du stolz auf dich sein. Den Volcanic Wrath machen wir nochmal. Wenn wir denn dazu kommen, zumindest. Wir kommen nicht dazu. Ich sehe es schon. Nein! Ich bin aus Versehen... Aha. Ich bin aus Versehen abgehauen. Ich hätte nicht gedacht, dass man da fliehen kann aus dem Kampf. Ja, ne, das ist sehr, sehr schlau auch, ne? Irgendwann heute noch kriege ich das hin. Ich verstehe aber auch nicht, warum er so wenig Schaden macht. Hm. Ja, und das Ninetales ist, denke ich mal... Ja, ist eine Peitsche. Für Scheherazade. Wenig verwunderlich. Die Aubaum. Okay, jetzt muss ich mal aber schauen. Status. Habe ich irgendwas ausgerüstet, was bei ihm jetzt irgendwie... Can see enemies from a distance? Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Soll ich einfach mal Attack plus 2 einfach mal einsetzen und mal sehen, was passiert?
Lightweight Daggers mit... Ein Hit. Evade 2. Ich versuche jetzt einfach nur irgendwas zusammenzuschmeißen. In der Hoffnung, dass irgendwas dann noch irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier schon alles eingesammelt. Ja. Sieht mal so aus. Oh, Moment. So. So. Okay, jetzt läuft's richtig. Okay. Nee, ich wollte doch nicht wieder hoch. Warum gehe ich automatisch? Hätte ich nicht... Das ist doch nicht euer Ernst. Wie viele Stockwerke gibt es in dem verdammten Ding eigentlich? Ich glaube 4? Stockwerke? Ja, 4 Stockwerke sind es. Wir sind im 2. Stockwerk jetzt. Moment. Und das für eine komische Karte hier gerade. Zeigt mir gerade echt nur Scheiße an. Ja, hau ruhig daneben. Ne, ist klar. Ist gut, ne. Ich brauche ja nicht, dass du Schaden machst oder sowas. Du machst ja sowieso schon so guten Schaden, da kannst du auch mal ruhig daneben hauen. Ja, schön für dich, dass du ein Level-Up hattest. Wird auch mal Zeit, ne? So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie diese... Weil die Karte, die mir gerade hier angezeigt wurde, ist einfach für den Arsch. Gib mir mal einen Moment. Ich muss mal hier schauen, ob es nicht vielleicht eine bessere Karte gibt. Hoffentlich ist das nicht derselbe Typ, der die Karte gemacht hat. Nee. Okay, das sieht doch schon besser aus hier. Das sieht schon wesentlich besser aus. Okay, das müsste jetzt ein Tierra-Balm sein? Ja, ist ein Tierra-Balm. Die oben ist auch ein Tierra-Balm. Brauchten wir also nicht. Der Typ, der in diesem Walkthrough gerade die Karte gemacht hat, das zweite Level, was mir gerade angezeigt wurde. Völliger Quatsch.
So nebenbei. Das war völlig die falsche Karte. Der hat was ganz anderes angezeigt, als was jetzt die Karte im Spiel war. Keine Ahnung, was da passiert, was da passiert ist. Aber so, wenn ich jetzt die richtigen Karten hier einfach mal sehe, so viel ist es gar nicht. Die meiste Zeit werden wir wahrscheinlich hier wirklich mit den Kistenmonstern verbringen. Wenn überhaupt. Ich meine, wenn ich mir jetzt irgendwie... Wenn ich jetzt sehe, dass die Kiste sich nicht lohnt, dann lasse ich sie auch einfach zu, ne? Okay. Atlus Gier. Das klingt nach etwas, was sich doch lohnen könnte. Bei den Gegnern macht er eh immerhin Schaden. Den Gegnern machen wir zumindest Schaden. Ja, und der Rest ist einfach. Jetzt kriegen alle wirklich nochmal ordentlich Level-Ups, ne? Atlas Gear, okay. Wo ist denn der Atlas Gear? Ach, das sind Schuhe. Sind das auch wieder nur für Männer? Aber die bekommt Sinn, weil da wird meine Bewegungsreichweite erhöht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr nützlich für... Okay, wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir noch irgendwo hin. Hm. Sollen wir für den finalen Boss schnell noch vorbereiten? Ja, mit ziemlicher Sicherheit ist es genau das.
Das war der falsche Zauber. Oh, sofort getötet. Das war Surfen Boots. Das klingt eher wie Schuhe nur für Frauen, ne? Ja. Mysterious Boots that make your feet feel lighter than air. Okay, das hat sich gelohnt. Gibt es hier noch irgendwie einen normalen Gegner, mit dem ich mal ein bisschen... Die 6 ist Valkyrie Dress. Das sind alles Monsterkisten jetzt hier. Ihr werdet es mir verzeihen müssen, aber ich muss hier teilweise wirklich einfach mal ein bisschen auch... einfach CP aufladen. So viele Monsterkisten, aber kein Mimik? Ich meine, im Prinzip sind es ja Mimics. Wenn du so willst. Noch ein paar normale Gegner hier. Fände ich gerade schön, wenn es hier nochmal welche gäbe. Hier unten vielleicht? Nee? Also ich sehe schon, das wird noch ein Weilchen hier mit sich ziehen. Ja, Minka ist gut. Okay, jetzt habe ich zumindest für eine Kiste genügend. S-Crafts zum Raushauen. Hier habe ich gemacht. Ach, die Säcke. Mach erstmal die kleinen Viecher aus dem Weg. Ich habe gesagt, du sollst die kleinen Viecher aus dem Weg räumen. Warum hast du die nicht alle aus dem Weg geräumt? Das kann doch nicht dein Ernst sein hier. Raketen, 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 Raketen. Ich meine, sie machen kaum Schaden jetzt auf einmal bei mir. Ey, und Joshua fängt langsam an, Schaden bei denen zu machen, wie es aussieht. Zumindest ein bisschen mehr. Seht ihr, 140 Schaden. Ist immer noch, ist zwar nicht viel, aber immer noch besser als 30.
Fuck you. Rote Claire. Was ist das denn? Es ist eine Waffe für Chloe. Hier oben ist ein Valkyrie-Dress drin. Ist es nicht schön? Miau, 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 ja, ja. Miau mir halt die Ohren voll, Minke. Okay, beide können jetzt nichts machen hier, ne? Okay. Dieser Angriff ist der schlimmste von allen, wo wir einfach alle möglichen Statusveränderungen bekommen. Ja, doch. Meine Herren, ey. Valkyrie Dress, das ist auch wieder Ausrüstung, wahrscheinlich für... Ja. Ich meine, okay, ich verstehe es ja, ne? Also... Die wollen richtig, dass man sich hier vorbereitet und ordentlich... sich bufft quasi nochmal. Hier habe ich alles hier. Hier nach unten. Jetzt muss ich erstmal hier hin. Olivia hat ein Level Up. Also wir leveln jetzt hier richtig nochmal böse auf, ne? Also ich sehe es schon.
habe den Gegner jetzt gar nicht gesehen. Ich glaube mich zu entsinnen, dass in Lankaras Video zu Trails in the Sky ein Kritikpunkt war, dass der letzte Dungeon doch sehr zu dem Flow des Spiels Endes unterbricht. Naja, ich meine, dass es ein Endboss-Dungeon ist, ein End-Dungeon, dass der ein bisschen länger dauert und so weiter, ist schon klar. Das Design jetzt hier ist wirklich ein bisschen fragwürdig. Dass man wirklich hier Popelgegner hat ohne Ende. Und dann, in den Kisten lauter übel starke Monster dann rumlaufen. Oder rumhängen. Das ist das größte Problem, was ich jetzt darin sehe. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es den Fluss irgendwie stört, weil ganz ehrlich, das ist jetzt so ein bisschen die längste reine Gameplay-Sequenz, die wir bisher hatten. Glaube ich fast schon. Sonst haben wir immer nur Story, Story, Story. Und mal ein bisschen Dungeon. Und jetzt ist es halt mal ein bisschen mehr einfach reines Gameplay. Ja, okay. Monster. Kiste. War klar. Keine Geduld mehr. Berserker. Das ist eine Waffe für Agate. Ich meine, Agate hätte hier eigentlich auch wäre auch ganz nützlich gewesen hier in der Runde, ne? Mhm. Level Up nochmal für Estelle und Joshua. Dann machen sie doch nochmal irgendwo Schaden. Warum bin ich jetzt schon wieder überraschend angegriffen worden? Beeil dich ein bisschen, bitte. Dankeschön. So. Hier lang. Machen wir eine Runde Curry. Hm.
Ja, wahrscheinlich. Alle sind sie dann buff wie ohne sonst was. Sollte hier nicht noch irgendwo eine Tür sein? Hier ist einfach ein langer, leerer Gang. Ich glaube, bin ich mal an was vorbeigelaufen? Ich glaube, ich bin was am vorbeigelaufen. Ja, ich bin an was vorbeigelaufen. Die 8 ist das. Tierauerbalm. Habe ich schon mehr als genug. Neu gespawnter Gegner. Ja. Sinn mit einem Magieangriff, weil nichts anderes geht gerade mit ihm. Das ist sehr schön. Okay. Scheiße! Alter, ihr geht mir auf den Sack. Hier auch einfach nur Gang mit nichts. 9. Hat auch noch einen Tier-All-Balm, aber den können wir jetzt auch mitsehen. Den Terra-Balm ist das bloß. Okay. Nächstes Stockwerk. Bisschen orientieren, okay. Hier gibt es eine Waffe namens Thors Hammer und ich habe das Gefühl, dass das eher eine Waffe für Tita ist. Oder? Gebt mir einen Moment. Ich will jetzt wirklich so wenig Zeit wie möglich verschwenden, ihr merkt es vielleicht. Ja, Tita-Waffe, da brauchen wir nicht hingehen. Also hier unten brauchen wir nicht. Geht's hier weiter. Und hier haben wir glatt einen Bosskampf vor uns. Hier unten ist nichts. Okay, hier ist der Bosskampf. I figured you'd come. Captain Amalthea, what the hell are you doing here? You were out cold at the garden terrace. Ah, you actually thought I'd be so easily defeated? Ich glaube, allein dieser Dungeon hat bereits 30 bis 40 Minuten vom Stream hinzugefügt. Ja, ich meine, wir kommen ja voran. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück weit gekommen jetzt hier. Though it seems that Gransel Castle has been taken. It's no matter though. Once His Excellency obtains the Shining Ring, it can be retaken at any time. I suppose that those with no place left to run will cling fiercely to any dream, no matter how ephemeral. It is a bit sad, truly. Enough! Nothing else, I will not permit you to interfere with the Colonel. To me, archaisms.
Ui, wie bunt. Whoa, you're using the ancient machines? Haha, we don't care for being so casually underestimated. We've already collected an incredible amount of data since our survey here began. Even controlling these archaism is easily within our grasp. Hey now, don't you think that's a little much? Say whatever you wish. Now, come on! Wie heißen die? Gundol? Gundel? Okay, die funktionieren doch nicht so gut, glaube ich, hä? Okay. Kein so großes Problem, wie ich dachte. Wir gehen auf... Okay, wir könnten ein Problem haben jetzt so langsam. Okay. Okay, wir haben zumindest jetzt Amalthea erledigt. Den Rest kriegen wir so, glaube ich. Vor allem, weil die Dinger einfach überhaupt nicht funktionieren richtig, ne? Okay, du gehst mir ein bisschen auf den Sack. Da oben. So schlimm bist du nicht. Im Gegensatz zu den Gegnern in den Kisten. Ach du Scheiße. Im Gegensatz zu den Gegnern in den Kisten war das ja gar nichts. Vor allem, weil die Dinger einfach nicht funktionieren. Das war lustig. EP charge. I think she's really out of it this time. Yeah, I don't think she'll be moving for a while. But more importantly, since she was guarding this area, this is probably the way we need to go. Ich meine, es geht ja auch nirgendwo anders hin. Yeah, you're right. Okay, I'll get Zeke to call the others. Wundere mich, ob du nach einer Trainingstour Lawrence doch besiegen könntest.
Könnte ich mir vorstellen, ja. Hey Sieg, es gibt ja New Game Plus. Stray. Wo man das versuchen kann. I was able to use that orbital reaction from before to calculate the size of these ruins, but it looks like we're only around the halfway mark. Well, at least there's that much covered. So viel war's ja nicht. I know we can't just rush ahead, but I'm getting impatient. Yeah, if we try to rush things, we'll likely just wind up lost. We have to take it slow and steady. Indeed, just hang in there. We want to be as well prepared as possible when it comes time to confront the Colonel. Und dafür können wir uns auch mal ausruhen. Noch irgendwas, was ich brauche? Wenn sie mir doch wenigstens noch irgendwie... Okay, ich brauche erstmal Geld, hä? Nicht so schwierig. Moment, bevor ich das mache, sollte ich doch mal ein paar Quartzes mehr herstellen, oder? Ja. Fucking... Ich kaufe jetzt diese Work Gloves einfach deswegen. Um irgendwie doch nochmal leere Item-Slots irgendwie zu füllen. Weil manche Charaktere hier haben ja nichts wirklich ausgerüstet, richtig. Hier der Silver Earring. Lily Necklace. Okay, mehr brauchst eigentlich auch schon fast gar nicht. Wir speichern hier wieder eine Runde. Dann geht's weiter zum nächsten. Wie gesagt, so viel ist es nicht mehr. EP-Charge. Okay, jetzt sind zumindest die Gegner eine andere Kategorie, glaube ich. Aber jetzt für den Anfang zumindest noch lässt sich's managen. Hier ist rein gar nichts. Tatsache, hier ist einfach nichts. Außer ein Gegner, den man mit einem Schlag tötet. Okay, das war jetzt seltsam. Da hat einer bei der Karte eine kleine rote Linie vergessen, wie es aussieht. Hm. Hm. Zum Glück sind es nur kleine Popelgegner, die hier. Hm?
Nee, hier noch nicht. Hier unten. Moment halt, das sind Sylphen Boots. Die brauche ich nicht. Ich habe nur einen weiblichen Charakter hier. Die kann ich gut einfach so stehen lassen. Sechs und 7, Tierra-Balm. Nee. Und die 8 ist nochmal ein Atlas-Gear. Den können wir dann doch tatsächlich gebrauchen. Hm? Stimmt, die Dinge explodieren, ne? Riesige Explosion aber auch. Level up für Estelle. Atlas Gear. Hier ist der Fahrstuhl und wir sind schon im letzten Stock. Oder? Jupp. Letzter Stock. Der ist zwar der größte. Das größte Stockwerk, aber das ist ja immer noch irgendwo machbar. Was kriegen wir denn hier alles noch? Ja, und natürlich kriegen wir jetzt im letzten Stock die besten Waffen für Estelle und Joshua. Ist irgendwo kaum verwunderlich, ne? Haha. Komplett daneben gehauen. Weil ich dich weggeschoben habe. Level up für Joshua. Immer schön, damit er wenigstens irgendwie Schaden macht. Okay, jetzt lass mich schauen. Ja, okay, ich muss hier unten lang. Hier sind hier Allbalm. Hier unten muss ich lang. Weil hier ist die beste Waffe für Joshua, glaube ich. Was ihn doch langsam wieder nützlich macht, glaube ich, wenn wir dann auch mal Schaden machen mit ihm. Obwohl jetzt sind die ganzen Gegner, die von Joshua keinen Schaden bekommen haben, irgendwie weg.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kämpfe jetzt ein Stück weit einfacher geworden sind. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass ich hier irgendwie 20 Level-Ups auf einmal hatte mit einem Mal pro Kampf. Ja. Ja, solche Aufzüge gab es auch, allerdings war das ein bisschen anders aus, glaube ich, da. Und das sind die Jungs? Du mit deinem verkackten Backup. Der hat kaum Schaden gemacht. Au. Olivier hat schon wieder ein Level abbekommen. Wir gehen, glaube ich, langsam wirklich auf Level 40 hier zu. Okay, jetzt fängt auch Joshua an, Schaden zu machen. Hier ist ein EP Charge EX drin. Wir gehen jetzt ein bisschen den langen Weg. Wow. Oh, du bist doch nicht gestorben. Okay, ein Glück. Ja, genau. Okay. Ich hasse es, dass die Gegner einfach so lange unsichtbar sind auf der Karte. Das ist... Level-Ups. Hier oben 12. Das ist ein Valkyrie-Dress. Valkyrie-Dress war ausschließlich für Frauen gedacht und wir haben keine weiteren Frauen in der Truppe, also nehmen wir das nicht mit. So doof das auch klingen mag, aber... Ah, mir steckt ein Nieser in der Nase. Halt aber fest. Verzeihung.
Dadurch, dass Estelle jetzt diesen Ausrüstungsgegenstand hat, bei dem sie permanent CP regeneriert, kann ich unglaublich häufig jetzt die S-Craft von ihr einsetzen. Okay, wo sind wir? Hier sind wir. Hier Allbalm, da kann ich ein paar einsetzen von sogar. Ach, warum so? Warum so geizig? Komm her, Bitch. Ist auch gerade was eingefallen. Ich habe doch eigentlich Sinn, was anderes ausrüsten wollen. So. Weißt du, mit 12 Teilen in der Reihe, mit wohl jedem Teil ellenlang, sind meine Gefühle für Trails wohl ähnlich wie jemand, der jetzt One Piece mit 1100 Kapitel starten will. Einfach zu überwältigen. Deswegen mein Dank, dass du hier für meine Begleiter bei dieser Reise bist. Ich meine, mir geht's ja ähnlich, ne? Das ist ungefähr genau auch mein Gedanke so gewesen. Oh shit, hier kann ich nirgendwo weiterlaufen, ne? Okay. Scheiße, ich muss zurücklaufen. Den ganzen Weg. Scheiße. Ich konnte da nicht nochmal einfach rumlaufen. Ich muss nochmal den ganzen Weg zurück, um die Waffe abzuholen. Glaube ich. Scheiße! Ich dachte, ich hätte bei dem Fahrstuhl nochmal nach oben laufen können, weil da noch eine Tür gewesen wäre, aber da war gar keine. Ja, du mit deinem Geheile immer. Es ist... Ui, noch mehr Level-Ups. Ja, okay. Wieder hier hoch. Es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie weniger Erfahrungspunkte hier bei den ganzen Kämpfen bekommen. Irgendwann gehen eigentlich die Erfahrungspunkte runter?
Dass wir einfach weniger bekommen, aber jetzt hier in dem Fall einfach nicht. So wirklich zum Grinden animieren für der letzte Dungeon. Oder einfach, dass einfach anständig einem hier nochmal Erfahrungspunkte einfach gegeben werden. Tirolbalm, okay, jetzt weiß ich zumindest, wo ich bin. Ist auch noch ein Tirolbalm. Jetzt hier unten. Ist wirklich nicht viel los hier, ne? Hier ist eine Royal Guard. Das ist ein Stil von Dante in Devil May Cry eigentlich. Royal Guard war genau Ausrüstung für männliche Männer. Ganz ehrlich, du kannst es immer haben, weil du brauchst ein bisschen mehr Verteidigung. Hier oben ist die Arc Rod. Das ist die beste Waffe für... Ist Oh nee, er hätte sich selber heilen sollen. Ah, Mist.
Okay. So. Arkrod, da haben wir es. Das ist, glaube ich, auch so ziemlich alles jetzt gewesen, was wir noch hier brauchten, glaube ich. Das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist... Ja. Einfach zum Ende zu gehen. Die Celestial Balms nehmen wir aber noch mit. Richards? Der kommt jetzt. Denke ich doch mal, ne? Also sie sind jetzt quasi gut auf dem Weg zum Ende. Jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Hier. Wir nehmen alles nochmal mit. Was geht? Der XP halber. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal alle auf Level 40 zu bekommen. Und ein paar mehr CP für alle ist immer gut. Ja, ja, ja. Haltet ihr euch ruhig, das ist... Kommt mir ganz entgegen sogar. Okay, nee, ich glaube auf Level 60, auf Level 40 komme ich nicht mehr. Eine ganze Stunde. Ja, das ist nichts Besonderes. Gibt viele Endboss-Dungeons, die eine Stunde gehen. Oder mehr. Also da habe ich schon Schlimmeres erlebt. In dieser Reihe, in dieser Spielereihe habe ich schon Schlimmeres erlebt. Wir erinnern uns.
Also es gibt Dungeons, Enddungeons, die wesentlich länger gehen. Nö, an sich nicht. Am Anfang war er frustrierend mit den Kistenmonstern, ja. Aber nachdem wir dann die Monster nicht mehr erledigen mussten, bei denen wir keinen Schaden, kaum Schaden gemacht haben, nachdem das vorbei war, war es ganz ehrlich kein großes Problem mehr. Also das ging. Also ganz ehrlich, das ist jetzt bei weitem nicht der schlimmste Dungeon, den ich je erlebt habe oder irgendwie sowas. Kann's und gar nicht. Habe ich wesentlich Schlimmeres schon gesehen. Hey, check it out. Something about this spot feels different from the other areas. Yes, as if the air were charged somehow. This is probably our last stop. Let's go over everything and make sure we are ready before we go inside. Eigentlich müssten mal die anderen Leute auch nochmal mit dazukommen hier. Aber jetzt... Bottom Level, das ist das Ende hier. Wir haben nichts mehr auszurüsten oder irgendwas. Was anderes als was wir jetzt haben, kriegen wir nicht mehr. Wir sind am Ende. Endboss-Zeit. I figured you'd show up. In fact, I couldn't see any scenario in which you would do otherwise. Colonel Richard, at the Queen's request, we're here to put a stop to your plan. It doesn't look like the gospel's working yet. We may still have time if we act now. Aha, I'm afraid not. Why not? What is this Aureole thing in the first place? Ein Temple Dungeon Crosscode hat auch eine Stunde gebraucht, aber war viel flexibler mit unterschiedlichen Designs in der Umgebung mit Rätseln, die immer komplexer wurden. Ja, okay. Why is getting it so important to you? Long ago, the ancients were granted the power of the Septerions, heavenly treasures, which could control the ground, sea, and sky. One of these treasures was the Aureole, the Shining Ring. If it's true that it really existed and was no mere myth, you do realize what it could mean for the country. Can you even begin to comprehend? For the country? You're talking about using these ancient weapons to intimidate other countries? That must be it. Precisely. As you are no doubt aware, Liberl is lacking in political power among our neighboring nations. We have only a fifth of Calvert's population. We don't even have an eighth of Erebonia's military capacity. Our sole superior aspect is our technology, and that will not last. We need some form of real strength to avoid any chance of another invasion attempt. That doesn't mean we should count on some weirdo ancient weapon thingy. What about the outcome of the war 10 years ago? That happened because we had Cassius Bribe with us. But he has left the military. The country's great champion is gone. And so the only ones who may enact miracles are the goddess herself and the hero beloved by her. That is why I established the Intelligence Division. Ja, der Dungeon war nicht wirklich spannend, aber ich habe wesentlich Schlimmeres, wie gesagt, erlebt. Das meine ich nur. Das ist jetzt nichts gewesen im Vergleich zu Trails of Cold Steel 2 allein schon. It seems that information is our last bastion of protection against our enemies. But in order to make the Intelligence Division as effective as possible, I have searched all over Liberl to find some sort of decisive strength. Something that invoke another miracle, should disaster strike the nation again. And this is your miracle? Of course. Can you imagine any greater miracle than this? Well, we're bracers, so protecting what's important is our job. But that doesn't mean being so powerful that everyone else should be cowed into submission. The greatest miracle of all is when people band together and fight to protect what they love. The power of friendship! Nonsense! My dad's just one man. He didn't beat the Imperial Army on his own. It took a lot of people working like crazy together to protect the country. And it's the work of all those people that brought the war to an end. Weren't you one of those people?
We still feel the same, here and now. When we found out about what you were planning, we didn't get it. But it's our will to help people that's led us here. Don't you think that's miracle enough? Even if it's not, we still believe that there's potential in anyone, heck, everyone. If another war should break out in the future, people will do the same thing. They'll work together and do what has to be done to make it through. I don't know much about this ancient power, but I do know that we can count on our fellow Liberlians. Estelle? Well said, Estelle. Your outlook is admirable. Truly the words of a master. You are strong indeed. Sadly, not everyone is like you. When face to face with an incredible power, it is a temptation that is simply too much to bear. When I have put in far too much time and effort, all for this, I see no reason to turn back now. Just answer me one question. How did you know about this place, Colonel? What? A forbidden power dormant for untold centuries, unknown even to Her Majesty. To say nothing of the elevator right beneath the treasury. That leads straight here. It seems extremely unlikely that you'd have found about this place just by using the resources of the intelligence division. Gute Frage eigentlich. Well, also this gospel. A mysterious orbment far more powerful than even the finest ever made in the Zeiss Central Factory. Where did you get it? I don't have to answer that. Wrong. You don't want to answer because you can't answer. What do you mean? You simply believe that the Aureole would be here. And that if you use the black orbment you can control it. But you have no idea when or how you came to that belief, do you? Am I wrong? But that can't... So perhaps his memories were tampered with. As they were with Kurt. Richard ist auch nur eine Marionette in dem Ganzen hier. So what? It doesn't matter how I got it, just that I'm here now. And look around you. I found what I was looking for, didn't I? Those ancient constructs could never have been crafted with present-day techniques. So I must continue down my chosen path. Bonk. Oh nee, nicht die Scheißviecher schon wieder. Oh. If you truly believe in the path you've chosen, then try to stop me. Succeed or fail, one dream will be realized while another crumbles to dust. Now allow me to show you the artistry of one who studied under the divine blade. Bring it on. If this is how it must be, then we'll give you no quarter. Aber 10 Cent vielleicht noch. Au. Okay, gibt es irgendwas? Okay, wir haben den AA-Canceler hier. Das wird nichts, glaube ich. Okay, wirklich viel Schaden ist das nicht. Ich frage mich nur, wer jetzt das größte Problem ist. Die Viecher auf der Seite oder Richard selbst?
Oh oh. Ui! Das war sehr viel Blut. Okay, einer ist weg. You're already dead. Ja, so ein bisschen, ne? Ganz falsch ist es nicht. Ihr mit euren Atomic Missile. Okay, dass du dagegen resistent bist, ist irgendwie klar. Kabloom. Okay, also die Viecher aus dem Weg räumen ist kein so großes Problem. Wenn ich denn dazu komme, dass die auch Schaden bekommen. Okay. Damit ist das Ding schon mal erledigt. Yikes. Jetzt, sobald diese beiden Roboter auf der Seite erledigt sind, ist irgendwie der Kampf wesentlich entspannter. Selbst der Angriff, der so übel viel Schaden macht, ist irgendwie... Ja, ihr seht's, ne? Das ist einfach... Das ist nix. Was ist denn das für ein Endboss? Also, okay. Das wird kein Endboss sein, oder? Impressive. I'd expect no less from the children of Colonel Cassius. But it appears you are too late. No. I've only heard the stories. Is this the energy of the Yin? What? Oh, hier geht alles aus. Ach ja, natürlich, weil das ja die ganze Orbel-Energie. Oh, damn, it's a total Orbel shutdown. What was that?
It's the orbital shutdown phenomenon, but it's not like before. It feels like something was released. Warning. All personnel, warning. Huh? That thing is talking. First barrier on sealed Oleoli. Device has been confirmed as no longer operative. Confirmed gospel has been activated. Device towers have been enabled. Device towers? Die Dinge? Moment, das sind doch dann die Türme in ganz Lebirl, oder? Oh mein Gott, das gesamte Land ist ein Kreis. What the hell's going on? The first barrier, the sealed Oleole device. What's this all about, Colonel? I don't know. I didn't expect. First barrier has collapsed. Ring is emitting very slight interference. Destruction of seal on Ring Guardians confirmed. All personnel should evacuate the sealed area immediately. Ich glaube, da kommt jetzt der Endboss raus, oder? Ach du meine Güte, du bist endbossig und hast sehr, sehr wenig FPS. What are these freaking looking things? Stay on your toes, these are the Ring Guardians. Are these artifacts of the ancients too? Do not be deceived by their appearance. They are not to be trifled with. Gate sealed. Orbit bla bla bla. Ja, beruhig dich. Das ist ja mal ein goofy... Ach du meine Güte, das ist ja mal ein lustig aussehender Endboss. Okay, das Ding, ich sehe schon. Das Ding bekommt Schaden nur durch physische Angriffe, das kriegt Normalschaden und das Ding kriegt nur Schaden durch Arts. Ich verstehe schon, was die von mir wollen. Oh, okay. Jetzt verstehe ich erst so richtig, was hier los ist. Aua. Was passiert denn, wenn ich eine Barrage auf dich mache? Du bekommst sehr viel Schaden. Das passiert dann. Wer hätte das gedacht? Okay. Ein Arm ist weg.
Haha. Mit den zwei extra fliegenden Dingen erinnere ich mich an den Bosskampf mit Jack in Final Fantasy X, der ja diese zwei fliegenden Steine hatte. Ja, diese Säulen, ne? Oder was das war. Okay, also es geht jetzt wirklich erstmal darum, diesen Arm aus dem Weg zu bekommen. Weil das Ding einfach komplett alles Mögliche heilt hier. Okay. Wir haben zumindest jetzt eine... Aua. Eine Basis geschaffen, nenne ich es mal. S-Craft. Gut Schaden. Das war sehr gut Schaden. Das war der Angriff. Der war... Oh ja, doch, der hat Schaden gemacht. Der hat gut Schaden gemacht. Ohne Scheiß. Der Olivier, der ist gerade der MVP hier. Der Heiler ist tatsächlich der wichtigste Charakter gerade. Und das war's. Ja, der sieht ein bisschen goofy aus, ne? Der sieht ganz, ganz komisch aus. Why wanna just drop already? Looks like it still has some power left in it. Watch out! What the... Okay, das sieht schon wesentlich besser aus. Annihilation. Ring Guardian Reverie. Now resuming extermination activity. Blah. Okay, jetzt sieht's schon viel mehr nach Endboss aus. Alpha-Drohne. Nicht so eine bitchige Beta-Drohne. Aua.
Okay, wir haben ein Problem. Aua. Mhm, mhm, mhm. We're good to go. Ich hoffe, dass das ausreicht, diese beiden Kügelchen hier aus dem Weg zu räumen. Die machen zwar Schaden. Death Rage. Oh. We're good to go. Das war nicht schön. Okay, das war Schaden, den wir zumindest gemacht haben hier gerade. Ne, der ist resistent dagegen. Nehme an, dass dieser Dungeon... Ja, natürlich, das ist ja... Okay, es macht nicht so... Es tötet einen nicht sofort. Hm. We're good to go. Haha. Malfunctioning, beginning self-diagnosis. AA Canceler jammed. Oh. Jetzt können wir unsere Arts einsetzen. Zumindest halbwegs. Komplett daneben gehauen. Bäh. Ja, okay, ich sehe schon, was hier los ist. Da ist ja tatsächlich eine Beta-Drohne, die gibt's ja wirklich. Heilung ist gerade nicht nötig. Natürlich explodieren die wieder andauernd.
Oh, 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 oh. Jetzt ist die Guard weg. Am Ende kommt noch eine Sigma-Drohne. Das wär's noch. Mal ohne Scheiß, die Estelle ist so der absolute Tod gerade. Okay. Jetzt heißt es, glaube ich, doch mal eine Runde heilen für alle. We're good to go. Shit. Genau das habe ich befürchtet. Du kannst mal schön ins Leere hauen. Wunderbar. Außerdem, das Ding heißt Reverie. Und selbst ich weiß, dass der Begriff Reverie wiederholte Verwendung findet in Trails. Es gibt ein Spiel, das komplett so heißt. Trails into Reverie. Und Earthwall macht wirklich... leistet ungemein gute Arbeit gerade. We're good to go. Du mit deiner Scheiß... Craftguard, ja. Der Kampf ist knackig, ja, das stimmt wohl. Also, aber ganz ehrlich, so schlimm ist er nicht. Ich habe echt nicht das Gefühl, dass er jetzt
übermäßig schwierig wäre oder sowas. Er fühlt sich wirklich schaffbar an. Ja, der hat ja einen Craft Guard drauf gehabt. Das war jetzt mein Fehler. Ups. Okay, jetzt haben wir ein Problem, glaube ich. Ja, aber eil dich ein bisschen. Beginning cooldown for all parts. Heilet euch! Defense down. Jetzt haben wir mal ein paar S-Crafts raus, oder? Okay, die hat's erwischt. Malfunction. Beginning self-diagnosis, core badly damaged, laser inoperative. Okay, das Ding bricht einfach mit der Zeit immer weiter. Oh, wir haben schon... Alter, ich habe gar nicht mitgekriegt, wie gut wir gerade jetzt vorangekommen sind in dem Kampf. Ja, mach du deinen Death Rage. Ist in Ordnung. Kein Problem. Komm ich mit klar. We're good to go. Guck mal, und ich habe einen Tier-All-Ballen. Guck mal, was ich damit machen kann. Mich vollständig heilen. Und damit hat dein Death Rage nichts gebracht. Mhm. Ja, hau halt zu. Ist kein Problem. Habe ich kein Problem mit, was du gerade machst hier mit mir. Estelle muss zwar ein bisschen geheilt werden. Jetzt haben wir nur deine Scheiße. Ist ja, okay. Von mir aus. Klar. Aber du bist jetzt tot. Das war ein guter Kampf. Huf, huf. Did we beat it? Yeah, or at least none of the parts are moving anymore. The Ring Guardian. Seems like its goal was to destroy this facility. To destroy the seed of Aureoli. When the Aureoli... Aioli... When the Aioli was sealed, it was sealed along with it. Disabled but said to be reactivated if anyone tried to take the artifact. Maybe the ancients were in dispute over the Aioli themselves. Ich kann das nicht aussprechen. Ich kann es nicht aussprechen. But where is it then? Oh nein!
Die 5 FPS bewegen sich wieder. Na okay, es sind 10, 12. This is unreal. Joshua, Estelle. Huh? Not a chance. Colonel? I'll deal with this. Get out of here now. But you barely survived fighting this thing the last time. I'm still ready for combat. I can buy you some time at least. Swing, 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 swing. Bonk, swing. Badoink. Wow, he really did learn his techniques from Dad. What are you doing? Go! No! Und damit ist das Schwert zerbrochen. Was erwartest du auch, wenn du Metall auf Metall haust? Colonel, what should we do? Shut up and go! My fate is sealed. And I lost my fight with you. No, don't worry about it. My plan may have ended in failure, but if I can help you, perhaps that will be repentance enough. Ja, das Ding war besiegt, aber dennoch gilt es als kampfunfähig. Oder als kampffähig. Ja, also was in einer Cutscene passiert, weiß man ja nie. Was im Gameplay passiert und was im Cutscene passiert. Such a pity. Do you think of this as a hopeless battle? Then that's exactly what it will be. Have you forgotten everything I taught you? Daddy! Huh? It can't be. Now, finish him off! Oh, und wir haben unsere S-Craft alle voll. Glaub, ich weiß, was ich zu tun habe. Alle S-Crafts raushauen. Und sofort haben sich unsere S-Crafts wieder aufgefüllt. Wir können jetzt eine S-Craft nach der nächsten machen. Ich sehe schon, was das Spiel von mir will. Ach nee, doch nicht. Es war nicht vollständig aufgefüllt. Ich dachte, die würden sich leeren. Aber nee, nee. Ich habe falsch gesehen. Ich habe falsch geguckt. Mein Fehler. Und Estelle. Gablam. We won. Thank you for your help, everyone. Still, Joshua, I'm home. It's been quite a while. Dad? You still got a long way to go, but I can see that your training has paid off. I suppose I'll give you a passing grade this time. Enough, don't give me that. What are you even doing here? What indeed? Perhaps I just wanted to see the ending? What do you mean by ending? I see, you're just as cheerful as ever, Dad. Well, you look like you've gotten taller. Yes, looking after Estelle has been as difficult as I think it has. What's that supposed to mean? Depends on the day, really. But to be fair, she looks out for me too. It balances out. Good, good. It sounds like it's been a worthwhile journey. It's a pleasure to make your acquaintance, Cassius Bright. Ja, der bricht die vierte Wand. Das ist eigentlich, das sollte man nicht, das ist unhöflich. Das sollte man nicht tun. My name is Olivia. I am a traveling musician from the Empire. Is that so? When time permits, I should like to discuss a few things with you. In the meantime, please know that you have my thanks for assisting my son and daughter. Er weiß natürlich, wer Olivia in Wirklichkeit ist, ne? Also, ich denke mal. Think nothing of it. It's been a worthwhile pursuit. Nevertheless, I'm impressed by your skill. It is rare that one gets to watch a living legend at work. Haha, well, I'm still working on it myself. Daddy. Hello, sir. I extend to you a belated welcome home. We've been very anxiously awaiting your arrival. Forgive me, Zin.
I'm so sorry to have called you all the way from the Republic. I just had a feeling something big was going to happen and wanted to make sure LeBeau was ready for it. It was no trouble, sir. After all, now we're even, right? And thanks to your request, I got to meet your kids and see just how skilled they really are. All in all, I had fun. I'm relieved to hear you say that. This really isn't the time for chit-chat. I swear, you just pop out of nowhere at just the right moment and make the most dramatic entrance you can. Well, it seems like everyone's back to normal. Everything. Professor, there you are. You're a bit late to the party, though, I'm afraid. Well, after you went on ahead, we were surrounded by a horde of those mechanized monsters. We managed to keep them at bay somehow or another, though. And here we are. In any case, it seems like all affairs have been set in order. Yes. Much remains to be done, but this, at least, has been resolved. But isn't the Intelligence Division's battalion getting close to the castle by now? No doubt, along with the patrol ships. Dad, did you check out the situation on the surface before coming down here? Natürlich. Yes, and you've no need to worry about that. General Morgan said that he has the situation under control. And with Sid's help, this craziness will be quelled in no time. What? Ah, I see. So you take care of them on your way here, then? So you're awake. We'd placed General Morgan under strict observation. Sid couldn't risk defying us because we held his family hostage. Yet you freed both from our grasp. I suppose I did. However, Richard, that's about all I've done. Even had I not returned, they would have been able to handle it themselves. No, you're wrong. You're a hero. You left the military, left all of us. What were we supposed to do? I didn't think we could survive another invasion. Ich glaube, dieser 100-Tage-Krieg damals hat Colonel Richard sehr stark traumatisiert. Ich glaube, da ist wirklich einiges passiert mit ihm, oder? Weil das klingt so wirklich, als ob einfach alles nur... Die gesamte Story jetzt hier scheint von ihm einfach nur durch Angst getrieben worden zu sein. So I had to find something else we could rely on. If you had stayed in the service, it never would have come to this. Ow! Stop being such a child, Richard. You're the one who made the mistake of never letting go of the delusions you had about me. For all your schemes, why could you never stand on your own 2 feet? I thought it would be okay to retire. I thought I could comfortably leave the army in your care. Colonel, I'm not an icon to be hailed. A decade ago, you and General Morgan helped me, and we were victorious. But I am no more than a man who's run away from reality without protecting the things that are important to him. Dad. But I have no intention of running away anymore. That's why I expect the same from you, Richard. I want you to think about this whole mess. Think about what you did wrong and how you can atone for it. You'll have plenty of time, believe me. Schließlich hatte beim 100-Tage-Krieg 2 Monate lang LeBeau unterlegen gewesen und konnte nur im letzten Monat durch Luftsupport wieder befreit werden. Ja, das ist... Der Krieg am Anfang muss sehr beschissen gelaufen sein. And so the Intelligence Division's planned coup d'etat was thwarted. General Morgan and Major Sid organized the military authorities to keep the chaos to a minimum. And the conspirators in the Intelligence Division were arrested one by one. 1 week later. Oh, eine ganze Woche ist vergangen. Okay. Ach ja, natürlich, der Geburtstag der... Ja, der Königin. Stimmt ja. Okay. Gibt es eine große Ansprache? Hören wir die auch? Also, lesen wir sie? Nee, anscheinend nicht. Estelle and Joshua Bright. In honor of your recent work, the Gransel branch of the Bracer Guild has prepared you a letter of recommendation.
Take it with our blessing. Yes, sir. Receive payment for Aioli. Receive payment. Nichts. Null Mira. Danke für die Payment. Danke für die Bezahlung. Recommendation. With this, you now have 5 such letters, I believe. Sir Cassius, will you do the honor? I will. Estelle and Joshua Bright, in accordance with the rules of the guild, this will qualify you both to become full-fledged bracers. Wir sind echte Bracer jetzt auf einmal. Present your letters of recommendation. Yes, sir. By all means, please verify their authenticity. The Roland Bose, Ruan, Zeiss, and Grancel branches. I have now confirmed the authenticity of all 5 signatures. The final rank, Junior Bracer Rank 1. Den hatten wir eigentlich schon vorher erreicht, ne? You never thought you'd come this far. Honestly, it's a little frightening. In Adios' name, and by the seal of the Bracer Guild, both of you are promoted to full-fledged bracers. Take your emblems, you two. Yes, sir. Yay! Congratulations, guys! Hey, those emblems look good on you. Have to admit, you two did good. But just this once. Ach, halt die Klappe, Agate. Thanks, everyone. We would never have reached this point without everyone's help. Your true careers as bracers start now. Bear that in mind. I understand. We'll be even more dedicated. Now, I hate to break up such a happy occasion, but I'm afraid I do have some unfortunate news that I must tell all of you. What's that? Today marks the final day of Cassius Bright's membership with the Bracer Guild. He is going to be returning to the active duty within the Royal Army. Und vermutlich wird der Rest des 7-Stunden-Streams mit dem Epilog hier verbracht. Wahrscheinlich, ja. Aber was soll's. Ah, really? Since I've been away for so long, I feel bad bringing this up so suddenly. But the chaos that has resulted from the attempted coup must be quelled. The military needs major reorganization to deal with the damage that the intelligence division caused. I plan to help out with that. Now I get it, since bracers can't be soldiers. Hey, did you higher ranks already know about this? Yes, he already discussed it with us. It is discouraging, but we can never truly become independent if we always lean on those more experienced. Stimmt auch, und ich meine, irgendwo hat er ja recht, ne? Also das war jetzt ziemlich chaotisch und ich glaube auch, der Colonel Richard ist nicht mehr in der Armee jetzt. And hey, think of it as less competition. Now that Cassius is out, maybe you can take the top spot, eventually. I suppose that's true. This means that we're going to be really busy, though. Well, you do have 2 new full-fledged bracers on hand now. You can work them like dogs instead of me. Dad. I guess our lives are about to get really hectic, eh? Du hast ja keine Ahnung, wie recht du da hast. Jeez, Dad. Can't you at least stay with us until the end of the birthday celebration? I'm sorry, but there's a war council starting immediately. Colonel Richard may be in custody, but there are plenty of special ops cohorts still at large. Captain Amathatha is also hiding somewhere in the underground ruins. Moment, hier ist doch noch irgendwo abgehauen. Ach du meine Güte. And if that weren't enough, it looks like those sky bandits ran off in all of the confusion. We have to stay on guard so they don't cause any trouble during the festival. Those guys are just a constant pain in the ass. Either way, it leaves a bad taste in my mouth. The increased security is just for peace of mind. The real issue is that we really don't know the significance of what happened underground. We can only guess at what effect breaking that seal will have. Wir wissen es ja schon mit den Türmen, ne? Also das ist ja schon eine Vermutung. And what the purpose of the aioli is. Um Sachen richtig schön knoblauchig schmecken zu lassen. That's a puzzle that absolutely must be solved. Yeah, I guess you're right. And it doesn't sound like Colonel Richard's memory can be trusted. Yes, just like Kurt, he seems to have some missing memories. Aber wer ist dafür verantwortlich? Für diese Amnesie, für diesen Gedächtnisverlust? Von irgendwer muss das doch kommen. Even so, the search team was able to confirm one thing. We now know where the black orbment came from. Really? You know who made it? Not quite, but we do know who's responsible for introducing it to the intelligence division. Commander of the Special Ops, 2nd Lieutenant Lawrence Belger.
Das ist kaum verwunderlich. Him. He gave it to Richard shortly after he was recruited for the intelligence division. And coincidentally, that would be just about the same time Richard planned his coup. We need to find out everything about Lawrence that we can. Ja, der war der wahre Drahtzieher in dem Ganzen. He always did seem strange. I guess we were lucky that we actually got a good look at his face, huh? If you want, I can try drawing you a picture of him. That would be appreciated. I have to admit, though, that I don't have the utmost faith in your artistic skills. Maybe I should ask Scheherazade or Her Majesty. That's not nice. Estelle, you actually saw Lawrence's face? What? I didn't tell you? He took his helmet off when we fought him in the terrace in the Royal Keep. He looked around 20, maybe older, with ash blonde hair. He had some seriously creepy eyes, too, let me tell you. They were so cold, but it was like they were on fire at the same time. He told the Queen, "You are hardly qualified to feel pity for me." Hardly qualified? Joshua? Your eyes are looking a little creepy now too, Joshua. Something on your mind? How about you let us handle the cleanup here? And go have fun at the festival. Okay, you're right. Awesome! Let's go live it up. Alright, are we going to be sleeping in the castle tonight? Yes, Her Majesty was kind enough to let me use 2 of the guest rooms in the eastern wing. Joshua and I will be on the right, you and Shara on the left. Me and Shara together? You don't like that setup? Okay, how about me and you in one room, Joshua and Shara in the other? Just imagine all the time for you to fawn over me and wait on me and tell me how much you missed me. I'll bunk with Shara. I suspected as much. Alright, then I'll see you kids tonight. Cassius hat aber auch wirklich so eine übel Dad-Energy. Also eine ganz gewöhnliche Dad-Energy. And now, you know, it wouldn't be a big deal for you to share a room with him. I mean, it has been a long time since you last saw him. Didn't you have a lot of stuff about your mom that you wanted to talk about him about? Yeah, but I don't much like the idea of you and Shara in the same room either. Huh? Nothing. Let's go and look around. The town's stacked out with some pretty cool festival exclusive shops, you know. Well, we certainly can't let those pass us by now, can we? And if we get tired, there's a rest area in the east block. Behind the stores, right? We should make that our last stop then. Okay, wir können noch mal ein bisschen rumlaufen. Man würde denken, dass jetzt alles Cutscene ist, aber nö. Ist hier irgendwas, was wir uns angucken können? Well, it isn't Estelle and Joshua. Any assignment today? Okay. Who's on a date? We are so not dating yet. Yet? At all. I mean, at all. Das ist kein Metal Gear Solid 4. Das muss ich mir eigentlich zugestehen. Ja, zum Glück. The Royal Army will be about the force. No requests. Okay, also wir sollen eigentlich uns hier ein bisschen umgucken. Und im East Block ist dann am Ende noch was, aber hier ist nichts. Wir kaufen uns ein paar Crepes. Essen noch ein Curry. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier noch machen können, außer dass wir nochmal irgendwie im Ostblock ausruhen können anscheinend. Das hieß doch Ostblock, ne? LeBron New Special. Wir nehmen es einfach mal mit.
Ach, hier genau, in der Mitte, wo wir uns hinsetzen können. Hier war das. No, okay, we finally made it to the rest area. You sure you don't want to look around more? Or are you finally ready to take a break? Let's stop and rest a bit. Ich glaube, wir haben jetzt nichts mehr weiter dazu erzählen, ne? Also, zu tun. Walking all over the place like that can really take it out of you. Glad we can get off our feet for a minute then. For the moment, at least, Grantsville seems like it's genuinely at peace. You really think so? I'm just glad that we can leave it all up to Dad and everyone else, at least for today. Of course, I really think it should be his responsibility to begin with, since he showed up so late. I suppose so. Maybe it's just part of his nature. Oh well, it's not like we can do anything about it. But check us out, we are actually full-fledged bracers now. Which means we're not beholden to any specific branch and can go wherever we want. Anytime a branch is short-handed and requests help, we'll just take an airliner to get there. But our newfound freedom will also mean greater responsibilities. Sure, but I think we'll be able to handle it. I mean, hey, we actually played a major part in stopping a coup. And it means we'll never have to hear Dad going on about how it worries him when you're not around to keep an eye on me. Ich glaube, das wird er trotzdem noch tun. Yeah, I think his days of saying that are at an end. You really showed him what you can do. Still, I think I'd like to stay with you from now on. Huh? Huh? Oh, would I just get on your nerves? No, nothing like that. But what do you mean by stay with me? Just that we know each other so well and we can practically read each other's minds. I think we make a good team and I'd hate to break it up. You mean like for bracer business? And here I was thinking you were going to tell me your big confession or something. What? Ah, nothing, forget it. Forget I said anything. Estelle, what was that all? Boy, it sure is hot out today, huh? There's nothing to beat hot weather like ice cream, huh? I'll even treat, so you wait right here. Sie will's ihm sagen, sie will's ihm unbedingt sagen, aber sie kann's nicht. I don't think there's an ice cream stand over that way. I wonder if she... Nah, there's no way. My, but I do envy you your youth sometimes. Professor Alba. It's been a long time since we last met, hasn't it? Ach ja, der fehlte noch, ja. So much has happened lately, but things are finally settling down again. People truly thrive the most in peaceful times. Oh, is something the matter? You look a bit pale. I would have thought you'd generally be in better spirits now that you've attained senior bracer status. Speaking of which, I truly must congratulate you on your success. So long as, of course, I am not being too forward in doing so. Ever since we met, you always made me really uncomfortable. I'm a little more used to you now. But I still get the shakes a little bit whenever you look at me. Oh? And in all the cases we've dealt with, there have been people who just forget things. You're always there investigating, no matter where we've gone. Your timing's almost a little too good. What really clued me in was Kurt's reaction. He lost his memories too. He said he wasn't feeling so well when he was in the stands. And you were right there with him. Professor Alba? Was it you? Aha. Impressive. Even with your cognizance and recollection being puppeteered, you were still able to piece it all together. Indeed, it was I. Sprite change. Allow me to clear away your confusion. Oh. You. Ah, so you finally remember me, do you? When your heart was in tatters, it was I who rebuilt it. I who restored it. It was I who poured a soul back into that empty vessel. You have the power to twist the minds and memories of men.
The 7 snake apostles, the Angus. You're one of them. Wiseman the Faceless. Ah, I have not heard that man name pass your lips in ages. Enforcer number 13. The Black Fang Joshua Astray. You were behind all of this. Which means that Lieutenant Lawrence has to be... It is as you surmise. I was kind enough not to erase your memories of him. I'm not surprised you were able to make the connection just so quickly. I'm sure he'd be pleased to know you were thinking of him. So you're here to finish me off? No, nothing of the sort. The first phase of our plan went off without a hitch. Since I've a moment to spare, I simply thought I'd come to see you. First phase? The seal in the old ruins? The gate which blocks the path to the ring. Wrenching it open was but the first step of many. And already there exists no means of closing it again. I knew this wouldn't be the end of it. What the hell is the shining ring? And what is your little society after? If you really wish to know, why don't you rejoin? I'm certain that you'd be able to return to active duty in no time. You needn't look so glum. We can get you back into fighting form. Please spare me your withering looks. I do understand that you have a family now whom you regard as important. You greatly admire your father, to say nothing of the girl you so adore. Even with him on your side, throwing those gifts away would be the actions of an idiot. And so I've come here to see you. I came to offer you true freedom from our association, as thanks for the integral role you so perfectly played. Which means that I must congratulate you, Joshua. You are already a free man. I am most grateful for the work that you've done over the past 5 years. What? Oh, don't be so boring. I was expecting a bit more cheer out of you at hearing such news. Perhaps there's a flaw in the design of your emotions? I've been helping you. What kind of bullshit are you expecting me to swallow? Oh, pardon me. I completely forgot to tell you. I never intended you to be an assassin, but rather a spy. What? The society abandoned you. We played on the pities of a noble-hearted man, and it worked. You were given a loving home. And while you were there, our contacts would check in on you from time to time, and you tell them everything. We were particularly interested in your reports on the movement on the Bracer Guild, as well as your intel on one Cassius Bright. But of course, you wouldn't remember having done such things as that. You were not yourself at the time. Holy shit. Cassius Bright S-rank Bracer. He was the foremost impediment to the success of this plan. We felt certain he would be quick to act in order to stop any coup d'etat that should occur. But through a detailed analysis of his behavioral patterns, we finally devised a plan that would lead him out of the country and out of our way. The intel you've unknowingly been feeding us had been most useful indeed. No. So I must thank you again. The past 5 years have been of inestimable help. Ach du meine Güte. Ich hab das Wort noch nie gehört. No, you're lying. You have to be lying. All that time I spent with Estelle. Why are you so sad? Has your faint ignorance not earned you a beloved family, as well as a happy home? If you say nothing, they will never know. However, it is the sort of thing that might weigh heavily on a fellow. Since your fellow members of the Bright household are such good people, perhaps a little too good for a monster such as yourself. However much you may model your behavior after a normal, decent person, you are no such thing. You must surely have noticed your ability to reason through and execute a solution to a problem no matter the circumstances. Your physical strength and reflexes better than an entire squadron of normal soldiers. You are my greatest creation, my human weapon. That is who and what you truly are.
The Black Fang. Yikes. You have no place in the lives of normal people. You'll never be happy in their presence again. You can't be. When it becomes too much for you, you are always welcome to return. To the Grandmaster Society of Souls. Back to Ouroboros. Ich frage mich, wie sich Spieler gefühlt haben müssen, als das Spiel ganz neu war und die das zum ersten Mal gespielt haben und keiner wusste noch gar nichts über was hier in der Reihe los ist. Was da in denen vorgegangen sein muss. Is this my punishment? My sister. Ein Löwe. What do I do? So, es war sowohl Lawrence als auch Alba, die für Ouroboros hier agierten. Im Prinzip war es auch Joshua. I don't know how to face him after all that. But I've kept him waiting for way too long. It's getting late too. It's such an idiot. I need to learn to think before I open my mouth. I wonder if Joshua has figured me out. Go to cooldown. I feel like I'm stuck in Permablush mode. Wait, Löwe? Wurde ja von McBurn erwähnt im Infernal Palace. Ja. Spoiler. Lawrence ist Löwe. Ah, Estelle, I thought I might find you around here somewhere. Hi, Professor Albers. Fancy seeing you here. Ah, indeed. I was actually just speaking with Joshua. Congratulations on your promotion to senior bracer status. Thanks. Something wrong? I don't know, something just seems different about you. What's got you looking so cheerful? Okay, you've got me. To tell you the truth, I have made several major advances in my archaeological research. You might say that it's put me in a good mood. Hey, that's awesome. Oh, sorry. The ice cream's going to melt, so I'd better get going. I'll see you later. Oh je. Oh, ey, das tut mir gerade echt weh, wenn Estelle das jetzt erfährt. Oh Mann. I see, Cassius Bright's daughter. I think she's going to be quite a lot of fun. Sorry it took so long. It was super crowded there, but I have returned with our valuable loot. Cool, thanks. Now we can eat like kings. Hat sogar eine richtige Animation. Yeah. So about earlier. Yeah, I want to apologize for that. I didn't mean to be so vague. It just wasn't an appropriate time for confessions, you know? Oh, sure, I didn't really mind so much. Well, when I gave it some more thought, it seemed kind of silly to try to rush things. We may be senior bracers now, but that just means we have different work to focus on. We might have to really consider our future prospects. Right. If we get married, we'll have to think about raising children. I've got to stop getting so far ahead of myself. Well, it's evening already, so why don't we eat our ice cream on the way back? Everyone's probably waiting for us. Hey, Joshua? What is it? Did you have something you wanted to discuss about the future? No, what would give you that idea? Ja, schon. Come on, let's get back to the castle. Ganz ehrlich, auf jetzt schon so, tut mir Estelle einfach im Vorhinein schon leid, was mit ihr passieren wird hier. Das muss echt... What's wrong, Estelle? You've been completely on edge for a while now. Something on your mind? Yeah. Hey, Shara? Did you think Joshua was acting weird at dinner? If anyone was acting weird, I'd say it was you. He was as calm as he ever is. Well, yeah, but... Ah, I see, I get it. Get what? You can't keep secrets from me. I had a feeling about it, but I was wondering if you'd ever admit it to yourself. You're kind of falling for Joshua, aren't you? You can tell? It's pretty obvious, sorry, hon. But I'm guessing you haven't told him anything about this? No. Joshua's always picking on me, telling me what a dope I am. Not that I should
that I should be criticizing anyone, I guess. You're so naive. It's a wonder now how you've lasted this long. You need to learn to look a little deeper. Big Sister is ready to begin your education in love, Estelle. Und da haben wir es mit den Geschwistern adoptiert, zumindest mehr oder weniger als zukünftiges Pärchen bestätigt. Das wussten wir ja schon von vornherein. Lassen wir es einfach so passieren. Denken wir einfach, die sind gar nicht adoptiert und dann, oder sind gar nicht so als Geschwister aufgewachsen und dann lassen wir es einfach, ja. Big Sister is ready to begin your education in love, Estelle. I'm never asking you for advice again. I'm just kidding, I'm sorry, I don't mean to tease, but you guys set out just when puberty was about to hit. It's only logical that you'd start picking up on feelings for each other. Oh, you think so? Traveling together just seems such a petty reason for that kind of thing. I guess I've gotten a little more self-aware since he started all this. This isn't like me at all. You're such a proverbial flower that refuses to bloom. Das ist einfach eine weirde Ader der Trails-Reihe, an der man nichts ändern kann. Ja, was soll man machen, ne? Und zumindest konnte man dafür sorgen, dass Rean und Elise nicht zusammenkommen können. Ja, wie gesagt, einfach diesen Aspekt ignorieren und dann kommt man am besten damit klar. Every girl feels that way. Shara? I don't want to lecture you or talk about this with you if you're not ready. But if you are, then we'll say we have ourselves some girl talk, hm? Would it help if I told you fortune? Yeah, okay. Okay, das wird jetzt ein ganz, ganz böses Ende nehmen mit dem... Ach, meine. I promise I'll listen to whatever you have to say. Okay. Alright, time for your lesson, my protege. Oh, Estelle, Big Sister is moved to tears. On second thought, never mind. But thank you, I do feel a little better. I'm gonna go see Joshua for a little bit. Oh? You're going to tell him? Not about that. There really does seem to be something weird going on with him. I want to see what that's about first. Oh, well, you do seem to know him better than anyone else. I'm sure that everything will turn out just fine between you two. Maybe you can even just have a nice, calm discussion with him and be open about what's on your mind. I don't think I'm quite that ready yet. Okay, I'll see you later. Young love. They'll probably be fine. Yeah. They're not here. Oh yeah, they're still in some meeting, I think. But where's Joshua? Joshua? Oh, he's out playing somewhere then. Auf der Terrasse wahrscheinlich, ja? Ja, in den Gärten meine ich. Hier unten? Yep. Hey, Estelle. Nice night, isn't it? Yeah. There's that song again. The Whereabouts of Light. I've lost a lot. But this song and this harmonica have always been with me. I've been thinking about why I play it. Maybe it's a habit I should quit. I think I want to tell you what I was doing before I met you. Joshua? Okay. This may take a while. Do you mind? Not at all. I'll listen to whatever you have to say. Jetzt geht's los. Thank you. Once upon a time, there lived a little boy all by himself. He was the timid sort, relying on the kindness of others without a single redeeming trait. But he had people he cared about with him, so he was happy. But one day something happened that broke his heart. He forgot how to speak, to feel, even to eat. All he could do was play his harmonica. No matter how hard his caretaker tried, nothing helped his heart to mend, and he grew weaker by the day.
One day, a wandering magician appeared before the boy. I will heal the boy's heart for you, he said. Provided, of course, I am compensated. And so the boy was given over into the magician's care. As he attempted to piece the broken heart back together, the magician found that he could shape the boy's existence into anything he wished. And so the boy's new heart became that of a murderer. For 2 years, the boy killed every single day. Under cover of night, he murdered dozens of soldiers. He slit the throat of a national cabinet minister who was under heavily armed guard. Sometimes he used explosives, which maimed and killed innocent bystanders. At some point, he became regarded as something more than a mere killer. He was known as the Black Fang, and the name struck fear into the hearts of men. One day, the magician gave the boy an assassination order. His target was a hero, a man who had protected his queen and nation from the threat of an invading northern country. He was a bracer who held a special rank shared only by 3 others in the entire land. But the target was too strong. He defeated the boy with all the ease of a tiger swatting at a playful cub. At the moment, some of the magician's servants showed up. Since the boy's face had been seen, he was now a loose end to be tied up. But someone came to his aid and drove the attackers away. It was, of course, the man he had come to kill. And so the boy was taken to the man's house, where he met a young girl. He lived there for 5 years, always feeling like he was lost in some wonderful dream. In the real world, he would never be allowed to have such dreams. But all dreams must end at some point. The time was drawing near when reality could be avoided no longer. And that's the end of my story. Thank you for being patient with me and listening. Er versuchte als Kind Cassius zu ermorden, wurde von ihm aber besiegt und dann adoptiert. Yep, genau das. Genau das. Und Estelle, ich glaube, mit dieser Hintergrundgeschichte hat sie nicht gerechnet. Also so 0. Was all that real? Every syllable. My heart is broken. My hands will always be stained with blood. I failed in the assassination of your father. I've been betraying you for a long time. The boy can't be saved from his real purpose. His presence alone seems to bring disaster and misery. He's just tainted. But the boy set out on a journey, in hopes that he may keep his misfortunes from the ones he holds dear. He will find and stop the foul magician who created the life he has led. Well, that's the last remnant of my human heart. I won't be needing it anymore, but I want you to take it. It's hardly an adequate way to thank you for the last 5 years. Yet I can't think of anything better. No, but... What? I said stop it! Stop talking about it like it's a dream. You make it sound like nothing that's happened was even real to you. What difference does the past make? Your heart is broken? What does that even mean? Estelle. Look at me. Look into my eyes. They've always seen that boy. In good times and bad. No matter how much the boy was hurting, I always saw how hard he'd keep holding on. Joshua, I love you. No. You can't just leave me on my own. My feelings won't just go away when you do. I won't let you. Still. Huh? Oh. Joshua? What was that? It's so bitter.
It's just a fast-acting sedative. Don't worry, there are no side effects. Oh. Why? Why did you... Hi, Estelle. You shine like a sun. My time with you was the happiest and the most painful I've ever known. Just as the brightest light casts the darkest shadow, if you stayed with me, you would find out just how disgusting my true nature is. Sometimes I think it would have been better if we'd never met. No. But this time's different. I'm grateful that you came to see me. I hate that I have to run from a girl who's so important to me, but it's all I can do. But I want you to know that I'll always be thinking of you. Joshua, thank you for everything. You had me from the first moment I met you. I've always loved you. Goodbye, Estelle. Und das war das Spiel. Das ist mal eine Art und Weise, ein Spiel zu enden. Holy shit. Aber Trails of Cold Steel 1 hat das auch gemacht. Ne? Cold Steel 1 hat da auch einen übel fiesen Cliffhanger. Also ich glaube, wenn es etwas gibt, was die Trails-Reihe perfektioniert hat, absolut zu einer Wissenschaft gemacht hat, dann sind es Cliffhanger. Ach du Scheiße. Meine Fresse. Und vor allem, dass es auch nicht jetzt noch irgendwie noch eine Cutscene kommt, wo dann sagt, okay, jetzt werde ich Joshua finden und retten oder sowas. Nochmal irgendwie was, mit einem positiven Gefühl rauszugehen aus dem Spiel. Nö. Einfach im traurigsten, herzzerreißenden Moment, den man sich vorstellen kann für das Spiel, geht's zu Ende. Also, das ist wirklich... Die Macher von der Trails-Reihe sind böse. Das sind einfach böse Menschen. Wow. Aber hey, wir haben zumindest jetzt endlich Trails in the Sky 1 durch. Es hat lange genug gedauert. Was aber auch eher daran liegt, dass es einfach... Kein Abstecher-Rush nach Calvert? Das kann ich nicht. Weil die neuesten Teile noch gar nicht hier im Westen raus sind, die in Calvert spielen. Jeff Nussbaum. Hallo. Ja, vielleicht als Fazit zum Spiel. Man merkt dem Spiel an, dass es das erste Spiel der Reihe ist. Sehr, sehr, sehr deutlich. Es ist... Nee, weil Cold Steel 2 ja auch mit einem Besuch nach Calvert endete. War das in Calvert? Nee. Das endete nicht in Calvert. Das endete in Crossbell. Da gab es noch so keine, Ja genau, es war in Crossbell, wo das nochmal ging. Das werden wir, glaube ich, auch nochmal wieder sehen, diese Ecke, wenn wir dann in den Crossbell-Spielen sind, in den 2 Spielen. Die, soweit ich weiß, so ziemlich mit die besten Teile der Reihe sind bisher. Zumindest von den klassischen Modellen mit den 2D-Sachen, weil die einfach dort wesentlich besseres Pacing und sowas haben. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir dann soweit kommen. Denn der nächste Teil wird richtig ordentlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte jetzt, rein jetzt um das Spiel. Hey, I've always loved you. Complete Chapter 4. Okay. Das waren kurze Credits, oder? Und hier diese Credit-Szene mit Estelle war ja unausgesprochen die Ich werde nach Joshua suchen gehen Szene. Ja, aber man hat es auch nicht gesehen, weißt du? Das ist so... einfach im traurigsten Moment quasi. Clear Data. Aber jetzt kommt nichts weiter, oder? Ist das eine neue Cutscene?
Ich glaube, das ist eine neue Cutscene, die wir noch gar nicht gesehen haben. The Skies Show No Mercy. Ja, gucken wir uns das weiter an. Vielleicht ist es wirklich was Neues, was wir noch nicht gesehen haben, aber ich will einfach jetzt auch mal mein Fazit zum Spiel abgeben. Ich komme ja gar nicht hier dazu, meine Güte. After Credit Text, Thanos will return, ja, so ungefähr. Was mein Fazit jetzt zum Spiel ist. Was es eigentlich so geboten hat. Wie gesagt, es fühlt sich doch wirklich tatsächlich. Ja, Tatsache, hier, Second Chapter. Da können wir uns das gleich noch angucken. Ist, nee, das ist das Intro von Second Chapter quasi. Okay, jetzt, um Gottes Willen. Abgelenkt. Abgelenkt, ohne Ende. Fazit. Mein Gott. Ich sag's jetzt schon zum 5. Mal. Dieses Spiel, man merkt ihm an, dass es das erste Spiel der Reihe ist. Es ist noch alles sehr simpel und alles noch so ganz, wussten sie noch nicht so ganz rein Gameplay-mäßig, worum es sich ganz genau drehen sollte. Das Orbment-System war noch nicht so ganz da. Die Craft-System, allein schon dadurch, dass eben man die CP so langsam aufbaut, hat man doch schon gemerkt, dass da noch nicht so ganz da war. Ich glaube, im späteren Teilen, also das wissen wir im späteren Teilen, dass wir dann wirklich deutlicher wissen, was die Fans der Reihe eigentlich auch wollen, ist halt hier noch nicht ganz da. Was aber auch sich irgendwo ist das logisch. Es ist das erste Spiel der Reihe, wie gesagt, und da weiß man eben noch gar nichts. Das ist was ganz Neues. Allein schon, dass es in 2 Teilen aufgeteilt wurde. Das sollte ja eigentlich ursprünglich nur ein einziges Spiel sein, ne? Allerdings ist das dann so groß geworden, dass sie dann sich gedacht haben, okay, dann machen wir 2 Spiele draus. Und wie wir dann im zweiten Teil wohl merken werden, nach dem, was ich alles gehört habe, ist das auch eine gute Entscheidung gewesen. Weil wenn die beiden Sachen in einem Spiel zusammen gewesen wären, wäre, glaube ich, alles einfach zu viel gewesen. Weil da ist wirklich so viel Text drin und so viel Story. Weil auch jetzt, muss man dazu sagen, dieses Spiel hat sich die ganze Zeit wirklich jetzt wie ein 50 Stunden langer Prolog angefühlt. Ganz am Anfang des Spiels kam wirklich kaum was an Story rüber. Ne? Also da ging es wirklich nur so, da haben wir unseren alltäglichen Job gemacht. Und das ging fast so wirklich über die Hälfte des Spiels so weiter. Es gab immer kleinere Sachen, die jetzt so ein bisschen Story reingebracht haben. Aber dann erst im letzten Kapitel ging dann wirklich es los, wo gezeigt wurde, okay, hier gibt es eine übergreifende Story. Das haben wir vorher ja gar nicht mitbekommen. Es ist jetzt nicht so, dass es schlecht wäre oder sowas, weil ich hatte jetzt auch Gameplay-mäßig wirklich Spaß damit. Besonders dann am Ende, wo wirklich auch mal ein bisschen Schwierigkeitsgrad kam, wo man dann sich dann denken muss, wo man ein bisschen nachdenken musste, ah ja, okay, Mitteltaktieren, da hat es dann wirklich Spaß gemacht. Aber halt, storymäßig ging es halt erst wirklich sehr spät wirklich einfach los. Und dasselbe Problem hatte Cold Steel 1. Also, ich glaube, das ist mit wirklich das größte Problem, was Falcom mit dieser Trails-Reihe haben, ist, dass sie einfach das Pacing noch nicht so wirklich raus haben. Dass es einfach alles zu lange dauert, bis es endlich mal ins Rollen kommt. Aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, warum das so ist. Weil teilweise dadurch, dass es ja eben so groß ist, was hier alles abläuft und wie viel an Story ist, braucht es eben auch diesen Vorlauf des Ganzen, dieses Worldbuilding und diese Einführung in das Ganze. Und an sich ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man einfach wirklich mal so sieht, die Hauptcharaktere einfach in ihrem Alltag zu sehen. Das etabliert die Charaktere und das ist auch sehr wichtig. Das machen viele Spiele eben auch nicht wirklich gut. Und das hier, dieses Spiel, muss man sagen, so sehr es eben auch Probleme hat mit dem Pacing, Charakter etablieren, hat's draus. Das versteht die Reihe unglaublich gut. Der General Writer der Reihe braucht ein paar Editor mit dicken Eddings, die ganze Absätze ausfüllen. Ja, so. Ja, und Estelle ist super. Estelle ist großartiger Hauptcharakter, finde ich auch. Ja, also mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen dazu groß, weil wir haben jetzt eigentlich alles so gesehen, ne? Und ganz ehrlich, also dieser Cliffhanger dann am Ende, da hat man dann wirklich gesagt, okay, da verstehe ich jetzt hundertprozentig auch, warum die Leute, die das gespielt haben,
so extrem lautstark gesagt haben, wann kommt denn der zweite Teil endlich mal? Als der so ewig gebraucht hatte, dass der lokalisiert und übersetzt werden sollte und hier im Westen rauskommen sollte. Weil überleg dir mal, du spielst dieses Spiel, du hast diesen Cliffhanger und dann ist nicht mal sicher, ob der zweite Teil überhaupt hier rauskommt. Ach du Scheiße. Und der Reveal mit Joshua am Schluss war doch sehr effektiv. Dachte einfach, er sei als Kind von Ouroboros ausgesetzt worden. Aber das war ja jetzt deutlich mehr schwererer Kram gewesen. Ja, deutlich mehr. Er gehörte zu Ouroboros. Es hieß ja, Enforcer Nummer 13 ist er. Also, er gehörte auch noch zu den Top-Leuten von Ouroboros. Die Enforcer sind ja so die wirklich die Sachen ausführen, die Pläne ausführen, durchführen und so weiter, ne? Jo. Aber dann soll es das hier erstmal für Trails in the Sky First Chapter gewesen sein. Als nächstes kommt nicht das zweite Kapitel. Ich bin erstmal ausgeloggt, was Trails angeht. Jetzt kommt erstmal eine Weile nicht Trails. Als nächstes, dann am Dienstag, geht's dann los. Ich habe es ja schon mehrfach angekündigt. Geht's dann los, einfach mal Original Final Fantasy VII. Das wird dann auch mal angenehm, dass mal ein Spiel auf Deutsch ist, wo ich einfach nicht die ganze Zeit Englisch reden muss und einfach auf Deutsch labern kann. Und dann nach Final Fantasy VII, dann kam Kudelka. Und dann gucke ich mal. Dann wahrscheinlich ein Spiel, das ich eigentlich nicht spielen möchte, aber dann doch eigentlich muss. Ich sage, ich mache die ganzen Spiele also zumindest der mir zur Verfügung stehenden Compilation of Final Fantasy VII, spiele ich alles. Und dann muss ich das dann eben auch durchziehen. Aber dafür kommt dann als nächstes jetzt erstmal Final Fantasy VII. Das ist zumindest ein gutes Spiel, habe ich gehört. Und darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Da weiß ich zumindest, was auf mich zukommt. Gut. Dann soll es das für heute hier gewesen sein. Wie lange ging es jetzt? 6,5 Stunden. Ich glaube, die Finale von Trails-Spielen gehen immer fast zu seine 7 Stunden. Daran müssen wir uns gewöhnen bei Trails, glaube ich. Das wird sich nicht ändern. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Trails ist fertig. Und mal gucken, wann wir dann zum nächsten Mal dann zu Trails kommen. Das wird sich zeigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr beim Finale jetzt hier dabei wart. Und wir sehen uns dann am Dienstag um 8 abends mit Final Fantasy VII, Original, Oldschool, FF7. Dann, ciao.